Er ist wieder da. Der Wurliwurm. Er ist wieder da. Der Wurliwurm. Wir spielen heute ein Computerspiel mit unserer Computertastatur. Und mit meiner Computerschaufel. Du darfst die Computerschaufel und die Computertastatur haben und ich nehme mir den Nintendo. Wir spielen heute ein schönes Spiel von Nintendo. Heute mit dabei. Na gut. Und Nintendo. Höchstpersönlich, ja. Wow. Ich bin der, den jetzt viele Leute hassen. Aus Greed. Ja. Man sagt, der Greed ist die schlimmste von den 5 Todessünden. Was ist deine Ist es nicht Gluttony? Gluttony? Nicht richtig. Aber weißt du, was sehr gluttonous ist? Das heutige Spiel. Hier ist es auch schon. Es nennt sich Gluttony, das Spiel. Wir starten es mit viel Spaß. Schicken wir die Schaufel nach hinten. Ei, Ei. ei, Ei. vergiss es. Wir sind die TU Vienna. Uns fehlen ja nur noch 10 Musikschriftnoten. Ich würde sagen, die holen wir uns. Und wenn wir die haben, dann wagen wir uns in den letzten Level des Spiels. Ich vermute mal, dass wir es heute durchspielen, aber who knows, vielleicht birgt das Spiel noch mehr versteckte Geheimnisse, als ich jetzt expecte. Und wir sind natürlich der Shovel Knight. Du persönlich bist ja ein Fan von Shovelware. Ja, teils. Ich auch. Yeah. Für ein Callback. Okay, schauen wir mal, wo es uns fehlt. Weißt du, welche Taste man drücken muss, damit man das displayen kann? X. Start. Richtig. Nein, das ist gar nicht richtig. Aber probieren wir mal X. Da hast du natürlich beim ersten Versuch schon recht gehabt. Aber was ist, wenn wir auf diesem Dot, wo eigentlich nichts ist, versuchen zu starten? Fehlanzeige. Stimmt, gar nichts passiert. Noch ein kleines Easter Egg. Du siehst ja, wie hier links die Bäume nicht wirklich da sind. Können wir da raus? Probieren wir links zu gehen. Fehlanzeige. Vielleicht, wenn wir alles geschafft haben. Das könnte natürlich sein. Aber wäre es nicht cool, so um Erwartungen zu sprengen? Schau, wenn ich so ein Spiel machen würde, ich würde es genauso machen. Ich würde eine Stelle machen, wo kein visible Weg ist, aber ein kleiner Hint, wie hier die Bäume. Und dann kannst du einfach lang. Das ist so ein tolles Secret. Das ist so wie bei Mario 3, da kann man irgendwie einen Hammer einsetzen, dort wo es einen leeren Path gibt und Ja. dann kommst du durch. Dann kriegst du die Wistel. Weißt du noch, was das für ein Level war? Ein sehr verrücktes, oder? Ein nicht verrücktes. Kerl. Aber gib Check für einen... Du hast nett geraten. Das kann ich dir mal lassen. Weißt du, was ich recently gesehen habe? Was dann? Reese's Puffs. Gib nochmal Check. Eat 'em up, eat 'em up, Eat 'em up, ja. Aber ich habe auch gesehen, dass der Kokute gestreamt hat. Der Kokute hat eine Kokute-Hausparty gemacht. Und weißt du, warum? Weil er unsere Hausparty so tolle, cool fand. Er mochte sie. Er mochte sie. Und das ist probably nicht der Grund, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber in meiner Fantasiewelt, in der ich lebe, ist es der Grund. In welcher Fantasiewelt lebst du? Oder better yet, in welcher Deckenwelt lebst du? Weil die Deckenwelt war für mich ein Konzept jenseits von schlecht und böse. Schau, haben wir den Fisch gekriegt. Wir müssen ausschalten. Wenn du das Gefühl hast, hier könnte es ja theoretisch sein, dann sag einfach halt, schau nochmal genau. Okay. Und das werde ich dann versuchen auch. Warte, können wir eine Shockwave senden? Ja, okay. Ich weiß nämlich gar nicht warum. Adobe Shockwave Player, oder? Adobe, meinst du? Bist du Team Adobe oder Team Adobe?
Ich habe immer Adobe gesagt. Ich habe auch immer Adobe gesagt, bis ich dann eine Person gehört habe, die Adobe gesagt hat. Ich glaube, im Englischen sagt man das immer so. Ich habe es einfach dann nachgeplappert. Ja. Aber wie ist jetzt die Kokute Hausparty? Die Kokute Hausparty, die war gestern. Er hat einfach verschiedene Trash-Games gespielt mit 2 anderen Personen. Okay. Und da dachte ich so, das ist ja wie bei uns. Wir sind auch immer zu dritt, heute nur zu zweit, meistens zu dritt. Und hat Alice im Wunderland gespielt. Da habe ich ihm auch gesagt, ich kenne noch die AVGN-Folge von damals. Und er hat gesagt, vergiss die AVGN-Folge, das Spiel bietet noch viel mehr, als AVGN versprochen hat damals. Und da habe ich mal ein bisschen zugesehen, um nicht zu sagen zugeschaut. Da war irgendwas. War das die Musiknote? Da hat gerade was geglitzert. Das könnte ich mir nicht vorstellen, dass wir das mal verpasst hätten. Ich wüsste auch nicht wie. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat er da, glaube ich, auch Bart Simpson gespielt. Und Er hat als Bart Simpson gespielt. er hat als Bart Simpson gespielt, Alice im Wunderland. Beziehungsweise Oswald von Oz. Hast du es auch immer verwechselt? Alice im Wunderland und die Zauberer von... Nein, weil ich die Zauberer Oz. von Oz irgendwie nie gesehen habe. Außer das SNES-Spiel. Okay. Schau, weißt du, was mich stutzt? Da oben siehst du, dass das Pattern anders ist als rechts. Da ist so eine Intersection. Aber das ist probably einfach ein Carryover von diesem Screen. Ich glaube, das ist... Ich mache mir da jetzt mal keine Sorgen. Aber vielleicht wird es ja ähnlich wie bei Celeste, wo wir wirklich, wirklich dann die Guides rausholen mussten. Weil wir es alleine einfach nicht mehr checken konnten. Dann brauchen wir den Onja, der uns das dann 50 Mal übersetzt. Wäre halt wichtig, hoppala. Ich dachte schon ein Secret, weil was die Tröte. Es ist ja jetzt Halloween und ich wollte dich fragen, was ist so dein Halloween-Fun? An das BLB Halloween 2017 zu denken. Das ist dein Halloween-Fun? Ja, weil ich glaube, das war wirklich so das einzige proper Halloween, was ich gemacht habe. Ehrlich? Bist du kein Halloween-Feierer? Nein. Feierer? Nein, nicht wirklich. Wir haben einfach traditionell immer die Tür abgeriegelt. Wow! Zu Halloween. Kann ich reinpassen? Schauen wir mal, ob ich Auf reinpasse. größere Hörner. Ja! Der passt da rein. Oha. Ja, da ist der George. Aber den haben wir ja natürlich schon. Der hat uns damals einen vom Narren verkauft. Aber schau mal, was er jetzt sagt. Tja, da lohnt sich wohl diese Investition arg, oder? Es ist ein Relikt, was sehr cool gewesen ist. Aber schnüffelt's jetzt. Ja, Deswegen höre ich mir jetzt einen Audiotest an vom BLB-Streams. mach das ruhig. Ich werde dich dabei auch nicht stören. Okay, es geht so gut. Außerdem ein neues Feature, Nein! Ja, und zwar Geld verlieren. gib Check für Geld verlieren. Das andere neue Feature ist, wir haben jetzt in YouTube dieses KI-Autodubbing eingeschaltet und ich frage mich, ob das auch bei Streams funktioniert. Ich freue mich schon Das heißt, so richtig. wir reden dann eventuell auf Englisch mit schlechten Stimmen und schlechten Speed, wo irgendwie 10 Sekunden still ist und dann redet er mit dreifacher Geschwindigkeit das, was wir gesagt haben. Ach, knapp. Ich will das. Wow! Haha, knapp. Ja, das ist natürlich interesting. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Aber ich weiß nicht, ob es für Streams applied wird oder nur für Uploads, wo man dann halt prüfen kann, ob diese automatisch generierte Audiospur in Ordnung ist. Aber muss man auch die Prüfsumme checken? Gib Check, weil aus irgendeinem Grund habe ich es heute mit meiner Prüfsumme, Ja, das oder? hast du- Ich habe den Joke schon so Hast oft du gern gebracht. erwähnt. Das wissen die Zuseher zum Glück nicht. Aber jetzt ist die Katze aus dem Einkaufssack. Wenn du den Spruch hast, die Katze aus dem Sack, welche Art von Sack stellst du dir vor? Das ist so ein braunes halt, so Braunes Sack. Okay. eher so halt, Nein, da geht's weiter. wenn man da was einsteckt. Ich ehrlich gesagt auch, aber jetzt, also von diesem Zeitpunkt an, würde ich mir ein Billa-Einkaufssackerl gerne vorstellen. Aus Papier oder noch aus Plastik? Ich würde sagen beides. Weil oder? Plastik ist ziemlich rare geworden. Warum?
Weil Papier gesünder ist für die Umwelt. Ach so, okay. Da wird's sein, schau. Aha. Not quite. Da wird's sein. Da wird's sein. Das kommt mir bekannt vor, oder? Ja, mir auch. Ich glaube, da waren wir schon mal. Gibt's ein Musiknotenradar oder sowas? Oder ein Fritar von... Meinst du eine Fritteuse? Das meine ich nicht. Aber netter Fuß. Greif! Entschuldigung. Bier. Wie viel... Kannst du dich an den Blue Burp Stream erinnern? Was war der Blue Burps drin? Da war so ein grässlicher Vogel unter uns. Jetzt ist natürlich nur Scott DeVos, was ja schön Ich ist. muss nachdenken, was der Blue Burp noch Das war ein wirklich scary Vogel, der sich bewegt hat. Ich glaube, langsam erinnere ich mich, ja. Aber der ist weniger scary schon. Ist nur scary, dass er dir Leben abzieht. Ist das für ihn scary, oder? Das ist für ihn auf jeden Fall scary. Onja, wo sind die Blindspots? Wenn man mal keinen Onja parat hat. Ja, schade. Dieses Feeling, when man mal keinen Onja. Wenn's also TFW. 2, oder? Letztens, KJ hat gesagt, Teamfight Tactics, glaube ich, TFT. Okay. Und da habe ich dann gefragt, ist das Team Fortress 2? Und dann hat er unkontrolliert zu lachen angefangen, als hätte ich gerade das Dümmste gesagt, was je ein Mensch gesagt hätte. Da dachte ich mir so, aber ist das wirklich so dumm? Bin ich der Dumme? Also das Einzige, was mir einfällt bei TFT, ist halt das TFT-Bildschirme. Was ist das? Das ist einfach so eine Bildschirmtechnologie, was meist bei Touchscreen-Handys verwendet wurde. Touchscreen. Ich weiß gerade nicht, für was das Kürzel steht, aber das assoziiere ich immer mit TFT. Okay. Es könnte ja eh einfach das sein. Das kann ja auch wirklich sein. Wo ist die Musiknot? Wir kriegen 500 € dafür. Und hoffentlich irgendein anderer Preis, wenn wir halt alle haben. Als Prius. Aber wir farmen jetzt einfach, oder? Das finde Ja. ich cool. Aber zurück zu Halloween. Du hast immer einfach die Türe zugesperrt. Aha, traditionell. Und ich muss dich jetzt in die schlimmste BLB-Traumstunde deines Lebens berufen. Oha. Weil ich habe einen Nightmare gehabt nach 1000 Jahren mal wieder. Ein Angsttraum. Ein Angsttraum. Es war, ja, also ich würde es vielleicht, es ist also, Entschuldigung, dass ich das jetzt falsch angekündigt habe, weil es ist gar kein Albtraum. Es ist auch gar kein Angsttraum. Es ist ein Creepypasta-Traum. Okay. Und zwar, wie die meisten Creepypastas, beginnt alles mit einer cursed Spielekopie. Ja. Und zwar von Crash Bandicoot 1. Und ich spiele das so getrost auf meinem Joypad und gehe in einen Level, der nicht actually existiert, aber im Traum war der Level normal. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Okay. Und der Level war ein bisschen eine Mischung aus Ruination von Crash 2 und Toxic Waste von Crash 1. Weil es war so ein Temple-Theme, aber es waren auch diese Gegner, die so Fässer rollen von Toxic Waste. Und wir springen da rum, alles ist ganz in natürlicher Crash 1-Manier, bis dann plötzlich wir ein Hidden One-Up finden, was irgendwie so ein bisschen durchsichtig ist. Okay. Das ist schon scary. Dann gehen wir weiter und diese Fassroller rollen immer ihr Fass, das fällt immer in irgendeinen Abgrund, das macht immer so einen Sound, weil es dann noch so zerbricht so ein bisschen. Ja. Alles normal. Bis dann ein Fassroller sein Fass in den Abgrund rollt und wenn das zerbricht, macht so einen... Es ist so ein bisschen subtil, es klingt ein bisschen wie eine Mischung aus dem Soundeffekt, den es normalerweise macht, einfach so ein Brechsound, Okay. aber auch so ein schmerzender Schrei. Aber so ein sehr dumpf, also man ist sich nicht sicher, ist das wirklich, was man hört, oder spielen einen die Gedanken nur einen Schmäh. Punkt ist auf jeden Fall, wir fallen in dieses Loch, wo diese Fässer reinfallen. Und haben so, weiß nicht, was so normal ist bei Crash 1, so 50 extra Leben einfach.
aber wir kriegen sofort ein Game Over. Wow. Landen wieder zurück beim Stage Select Screen. Bei Crash 1 ist es ja diese Insel. Ja. Und können nur noch diesen einen Level selecten. Wir können nicht nach links und rechts zu einem anderen Level. Und der Level heißt plötzlich Crash. Also einfach Crash mit CH geschrieben. Okay. Wir selecten den. Und es war halt so wie die meisten meiner Videospielträume. Einmal haben wir halt vor dem Screen ein Spiel gespielt und an einem anderen Zeitpunkt waren wir dann plötzlich im Spiel. Das ist so ein seamless Übergang, der nie auffällt. Das ist ganz normal in meinen Träumen. Es waren noch ein paar Leute dabei, es waren probably, du warst dabei, also Onja auf jeden Fall, das weiß ich noch. Und ich glaube noch ein paar andere Leute, ich weiß nicht wer genau. Es war so ein bisschen so ein, wir spielen das so in so einer kleinen Gruppe-Setting. Okay. Plötzlich, da wird's ja sein! Da ist sie ja! Aber die ist geisterhaft, die ist geistlich, das heißt, die haben wir schon mal. Ist leicht durchsichtig wie das gesagt. One-Up. Wie das One-Up. Vielleicht spielen wir jetzt auch gerade eine Creepypasta-Version von Shovel Wir Knight. spielen einfach dieselbe Creepypasta. Das wäre so schlimm. Glaubst du, wenn ich jetzt da runterfalle, dann kriege ich sofort ein Game Over? Und dann hast du Shovel Knight, aber ohne K, sondern nur Knight oder so. Ja. Auf jeden Fall, dieser Level, der einfach nur Crash heißt, bootet uns direkt zum Räumerplatz. In die U1-Station, wo das Licht abgedreht war. Es waren keine Menschen, es war auch dunkel, man konnte nur ein bisschen geradeaus sehen. Okay. Und wir waren dann aber auch alle, die Gruppe von Leuten, die halt da das Spiel gespielt haben, wir waren dann auch alle literally dort. Okay. Und der Onja sagt dann so, oh Leute, dreht euch nicht um, da ist was, da ist die Creepypasta. Wir waren dann alle schon so in the know, haben schon, okay, offensichtlich spielen wir hier eine Creepypasta-Version von Crash 1. Ich hoffe, es kommt kein Jumpscare, aber schauen wir mal, was es zu bieten hat. Und der Onja dann so, oh Leute, dreht euch nicht um, da ist das scary Ding. Und ich habe wirklich Angst und drehe mich nicht um. Und weißt du in der U-Bahn-Station sind da solche Plakatwände auf beiden Seiten, beiden Seiten eine U-Bahn fährt. Und ich habe so ein bisschen Angst und sage zu Monja, hey, ist irgendwie die Textur von einer Plakatwand ausgetauscht durch irgendwas, was scary ist oder so? Weil dann hatte ich Angst, weil ich schaue in die andere Richtung, wo auch Plakate sind, dass das vielleicht da auch ausgetauscht ist. Okay. Und dann sagt, nein, es ist nicht auf der Plakatwand, es ist literally einfach da. Und ich sag so, ja, was ist es? Und das ist jetzt, by the way, Content Warning, das ist jetzt wirklich auch schlimm. Also nur für alle, die eine schwache Seele haben. Okay. Und ich sag so, ja, ist es eine tote Person? Und er sagt, nein. Ich sag, ist es, also Onja sagt mir so, naja, nicht ganz. Ich sag, ist es ein totes Kind? Und er sagt, ja, es ist ein totes Kind. Oh. Und ich frage noch irgendwie, ist es irgendwie so Gore? Und Onja, irgendwie, ich kann mich initially sagt er ja, aber später wird das dann geredconnt vom Traum und ist dann nicht so. Jedenfalls, ich drehe mich nie um, aber ich stelle mir im Traum vor, wie es aussehen könnte. Und ja, es ist einfach so ein totes Mädchen, was da so liegt, was aber auch so ein bisschen scary geframed ist, weil sie ein bisschen auch wie ein Geist aussieht. Okay. Und es war einfach total schaurig. Und dann habe ich den Traum gecancelt, basically, und bin instantly aufgewacht. Nicht durch irgendeinen Schockmoment und auch nicht durch diese Vorstellung. Es gab nie diesen Moment, wo es mich gerissen hat oder so. Aber ich bin dann einfach aufgewacht, for whatever reason. Ich glaube, der Traum hatte jetzt einfach keinen Content mehr. Und dann, wie ich aufgewacht bin, war ich aber so ein bisschen, ur-offended, weil ich mir in dem Moment so gedacht habe, so, weil ich war auch generell ein bisschen schlecht drauf, weil wie ich schlafen gegangen bin, habe ich mir den Wecker gestellt und es waren nur so 4 Stunden, bis ich halt wieder aufstehen musste und in die Arbeit gehen musste. Und ich dachte, ich war schon so ein bisschen offended und grumpy, so, wow, nur 4 Stunden, na toll, das wird keine erholsame Nacht werden. Dann wache ich auf nach diesem Traum und bin wirklich so offended und denke mir so, wofür war das jetzt gut? Welche Lesson soll ich aus diesem Traum jetzt ziehen? Was hat mir das jetzt gebracht? Weil ich, keine Ahnung, ich dachte irgendwie so, ja, zumindest wenn ich was träume, kann ich vielleicht aus dem Traum irgendwas beziehen, wie er jetzt auch sagt. Ja, weil ich nicht essen sollte, weil die Beute hat sich durch 3 geteilt. Oder durch 4. Deswegen ein Hoch auf lang wachsen. Ja. Macht dich komplett unbesiegbar für immer. Macht dich für immer unbesiegbar? Das bringt mich zu einem anderen Thema, aber was ich jetzt... Ja, sag ruhig. Den Traum will ich nur sagen. Erinnert mich ein bisschen an The Exit-Date. Nicht Platform, sondern Exit. Es war ziemlich sicher davon auch inspiriert. Sehr gut.
Vielleicht, weil du die Anomalie bis zu einem gewissen Grad vorgestellt hast, hat sich das dann resettet, beziehungsweise bist du dann aufgewacht. Das Oder hast quasi durchaus sein. während dem Spielen einfach das Spiel beendet. Das Weil es ja kann schon aber, so krass wäre. ja, das kann realistisch gesehen sein. Die blöde Ratte, die macht mir Angst. Boing. Weißt du noch, wie das du gespielt hast? Nein, nicht. Das hast ehrlich du gespielt. Wow. Wie wir das haben wir im Koop gespielt, da bin ich aber abgestorben. Okay. Dann musstest das du machen, diese Sektion. Und zu was hat dich jetzt was gebracht, was du sagen wolltest? Dieses Unbesiegbar für immer hat mich gebracht zu einem Lost Media, was ich heute gesucht habe. Und ich weiß nicht, es kann sein, dass ich das schon mal erzählt habe, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Nicht so oft wie andere Lost Medias, die ich habe. Und zwar, ich habe einen Film gesehen in den 90er Jahren und da ging es darum, irgendein unwissender Held wird Zeuge von so einem Car Crash und ein LKW crasht. Und der Protagonist will halt den Fahrer da rauszerren und ihn retten. Aber der Fahrer sagt so, es ist egal. Und der Protagonist sagt, du musst weg von dem Fahrzeug, das explodiert vielleicht. Und der Fahrer so, hinten im Truck, da ist so, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, so eine Box oder so. Das ist das Zitat, was mir im Kopf geblieben ist. Nur mir fehlt ein Wort von dem Zitat, aber ich nehme jetzt einfach mal Box. Er sagt so, aber die Box, ganz wichtig. Das ganz wichtig ist sehr in meinen Kopf eingebrannt. Die Box, ganz wichtig. Und der Protagonist ist dann so, okay, wenn das so wichtig ist, dann schauen wir mal, vielleicht kann ich da noch reinkraxeln. Der Wagen brennt aber halt schon. Aber trotzdem, er holt dann diese Box. Und turns out, dass in der Box ist irgend so eine Flüssigkeit, die ihn unbesiegbar macht. Und er verwendet die dann, um eine Wunde zu heilen. Man sieht dann so in einer Szene, er tut dann die Wunde übers Waschbecken, tut dieses Mittel drauf, was halt in der Box war, und das heilt halt so instantly. Und dann später will irgendwie das Government ihm diese Flüssigkeit wieder wegnehmen und verfolgt ihn mit Laserstrahlen. Wow. Ja. Ich glaube, von dem Lost Media hast du, glaube ich, schon mal erzählt. Und nein, ich weiß auch dann nicht, was es für ein Film war, weil so ein Eindringlich einfach hinfort zu in so einen Thronsaal gegangen ist. Bitte. Ich bin kein Thronsaal, ich bin kein Bube, du bist ein Bengal und ich bin ein richtiger König. Du irrst dich. Ich bin ein König und ich bin das Haupt. Und ich bin auch das Beugen. Du bist ein Nichts-Dandy. Jetzt soll dir Geschicklichkeit widerfahren. Die Geschicklichkeit der Ruhe. Hat er gesagt. Na oi. Warte, ist das eine Frau? Das kann gut sein. Weil, haben wir nicht irgend so einen Gender Swap getriggert mal? Ich kann mich jetzt nicht dran erinnern. War das nicht irgendwie eine Option? Dass man, wie sagt man, Rule 63 oder so? Ja, 63 war das, Ja. ich. Ja. Konnte man das nicht aktivieren, aber wieso ist... Aber beim Shovel Knight nicht, oder gab es sowas eine extra Option? Wie war das bitte? Das war im ersten Stream auf jeden Fall, wo wir noch überhaupt nichts gecheckt haben. Ja, ich glaube, da waren unviele Einstellungen. Ich habe total vergessen, dass es die gab. Ich plätte den jetzt einfach so. Naja, aber ich glaube, ich lasse den Level mal außen vor, weil da kann dann der On schon mit der Komplettlösung wieder daherkommen, weil jetzt... Ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich nicht geschaut hätte. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe jetzt ziemlich deutlich die Jalousien hochgetan. Geschafft. I don't know. Ich lasse es jetzt halt einfach mal außen vor. Da gibt es sogar auch eine. Schauen wir mal da. Das ist aber auch nur eine Cutscene einfach. Vielleicht gibt uns der die, weil wir all seine Fische gefunden haben. Kann ich ins Wasser hüpfen? Aber die Fische sagen alle D. Kann ich ins Wasser hüpfen? Oder sterbe ich? Probier mal. Das Naja. Ich habe kein Geld verloren. ist 0 Geld verloren. Naja. Dann ist ja halb so. Jetzt rieche ich gleich. Du wirst jetzt nicht dein Wasser mit unserem dreckigen Leib besudeln. Ich gebe dir die nächsten paar Male keine Gnade. Probieren wir nochmal. Vielleicht mündet das in einen Bossfight. Das ist irgendwie funny, aber wenn man das machen muss, Ja. um an sein Item zu kommen. Du wirst mich nicht mit dem Wasser runterziehen. Okay, nein, er blufft nur. Hat mich da wer einen Wecker gestellt, du Sterblicher. Hilf mir, Jung.
Pleite, verzweifelt, Das hab ich mir auch gefährlich. gedacht. Aber so ein Kelch kann man doch nicht wirklich füllen, weil es Secret ist und eklig auch noch. Also bedenke all deine Secrets. Ja, die haben wir alle schon. Das ist nur, damit man das so manuell holen kann. Ja. Übernehmer. Vielleicht muss ich nochmal tanzen. Dann tanz. Ich dachte schon, da macht sich irgendwie plötzlich ein Virusbrett, weil hast du da nur gespielt. Nein, ich habe nur vergessen, die beiden Streams zu stoppen, die mal starten. Also ich meine halt Kontrollpanel. Vielleicht hüpft auch einmal die Musiknote. Und dann Das muss ich kann die gut sein. fangen. Weil ich kann mich aber auch nicht bewegen. Ich kann das auch nicht skippen. Apropos Shovel, ich habe eine Neuigkeit. Eine Schaufel? Und zwar kommt jetzt ein neues Spiel von Yacht Club Games raus. Beziehungsweise vor ein paar Wochen, glaube ich. Okay. Und das heißt irgendwie Mina the Miner. Miner. Okay. Oder so. Und auf jeden Fall ist das, was ich gesehen habe, aber so ein Top-Down-Game. Okay. Und dann hat es mich schon ein bisschen weniger interessiert. Ich weiß nicht, ob ich davon gehört habe. Aber tanzen ist nicht so mein Ding. Jetzt sind die Fische da. Waren sie vorher auch? Die waren vorher nicht, aber vielleicht kann ich die jetzt abschießen. Habe ich irgendwas, was nach oben schießt? Die Hacke, ja. Oder vielleicht, wenn du ihn jetzt wieder ansprichst. Was ist, wenn ich einfach hier angehe? Oder vielleicht hier in dieser... Hoppala. Hier vielleicht einfach. Weil da ist ja eine Musiknote, obviously. Ja, einfach da, okay. Boah, was soll das werden? Du stirbst. Hat er So gesagt. viele Äpfel. Na, gehen wir lieber wieder. Aber gut, dann haben wir die Sehr auch. cool. Da haben wir eine. Da fehlen zwei. Na dann los. Das geht tief. Ich dachte, da steht, ich hab's im Griff oder so. Boah, das geht rein. Wow, das geht rein. Ja, das ist, finde ich, der... Wow! Das war der fetteste Moment von ganz MLP. Da war MLP ganz kurz Fast and the Furious oder sowas vom Vibe her. Für 2 Sekunden. Da haben sie gepickt. Da haben sie wirklich gepiekt. Wann hat MLP wirklich gepiekt? Ohne Ironie, bitte. Einmal ohne Ironie. Staffel 2? Stabal 2? Ich meinen viele nicht, dass irgendwie das Finale von Staffel 2 so der Höhepunkt war. Das war auf jeden Fall für mich der Peak. Okay, vielleicht orientiere ich mich immer An meinem deinem Peak. Peak. Das kann gut sein. Und Punkt. Und Die explodieren. Aber da ist, das sehe ich schon. Na schau. Boah, der Track in der Welt. Der ist anders cool. Schau, vielleicht kann man so Mario so hoch. Nein. Okay. Wie magst du mehr? Super Mario oder Mega Mario? mit dem Megapilz. Auf jeden Fall den Mega Mario. Omega Pilz. Megapilz. Sigma Mario. Kommt der irgendwann mal raus? Vielleicht auch Omikron Mario. Omega Mario. Jetzt hör aber auf. Jetzt wird's zu viel langsam. Boah, wenn die Ratte kommt, ich habe jetzt ein bisschen Angst. Hey, ich bin Rudi, die Ratte. Ein goldener. Kannst du dich noch erinnern, bei den Dalms, da gab es wirklich Rudi, die Ratte. Ja, das war ganz schlimm. Und das hast du mir, glaube ich, mal gezeigt. Bei F-Zero 99 gibt es einfach Tom Turbo, oder? Ja. Weil da gibt es so random Namen. Es gibt so eine sehr lange Liste an Namen halt, die sein können. Ja, ich glaube, das sind so die... Ich glaube, wenn man offline spielt oder so, dann sind einfach so vorgefertigte Namen vom Spiel intern und eins davon heißt einfach Tom Turbo. Ja. Das finde ich so genial. Wie nennt man einen... Bringt mich das hoch? Nein, das ist ganz schlimm. Nein! Aber... Wie habe ich mein Nein gesagt? Okay. Das, interesting. Ich war mir jetzt nämlich gar nicht mehr sicher, ob in den Truhen auch die Musiknoten sind. Aber ja, offensichtlich. Okay. Es gibt, glaube ich, sogar eine Tom Turbo News. Ich glaube, eine Unfortunate. Ich glaube, es werden Wirklich? tatsächlich keine Folgen mehr produziert, obwohl sie schon seit Jahren nicht mehr produziert worden sind. Aber jetzt wird es, glaube ich, ernst. Wieso aber? Also gibt es einen Grund?
Das kann doch nicht einfach nur so ein Statement sein, hey, jetzt gibt es keine Folgen mehr. Na, ich glaube, so die Firma hinter Thomas Brezina, Ja. ich weiß nicht, wie es heißt, irgendwie so Kids-TV-Studio oder so, die haben irgendwie die Collaboration mit ORF beendet, das heißt, er wird da jetzt nichts mehr produzieren. Oder er hat, glaube ich, sogar seine ganze Firma geschlossen oder so, von Okay. Thomas. Deswegen, Aber Ja. der Thomas ist ja trotzdem noch kreativ, oder? ja, schreibt, glaube ich, immer noch Achso, Geschichten. ja, true. Er ist ja Autor eigentlich. Er ist nicht nur der Tom Turbo-Typ. Ja, okay, Na, das ich macht glaube, Thomas Sinn. hat auch selbst gemeint so, nein, keine Sorge, uns werdet ihr noch sehen oder so. Keine Ahnung, er hat irgendwas gesagt. Okay. Hast du ihn dann gesehen? Noch nicht. Okay. Na, der kommt schon noch wieder. Der Glaubst du, Thomas die Brezina. Wahrscheinlichkeit, Thomas Brezina zu sehen, ist zu 50% in Wien und 50% in London? Ist er so oft in London? Ja, angeblich ist er wirklich so 50-50 in beiden Städten. Wow, okay. Das wusste ich jetzt ehrlich gesagt. 0,5% in China. 0,5% cooler. Check. Yeah. Für diese alte Referenz, die viele gar nicht mehr verstehen heutzutage. Wow! Wobei 0,5% cool habe ich noch nie als Variation gehört. Ich auch nicht. Aber du kannst ja jede Zahl von 1 bis 100 als Variation hernehmen. wenn du Aber willst. dieses Zitat habe ich schon irgendwo nochmals gehört als Referenz, aber irgendwie abgewandelt, wo ich dann lachen musste, aber ich weiß nicht mehr bei was. Welche Variation jetzt? Wo sind wir jetzt? Von den 20%, die jetzt kühler geworden sind. 20% kühler? Hey, ich habe ja letztens PCP geschaut, jetzt ist der Onja, wird jetzt aus dem Häuschen sein, aber dich lässt das natürlich kalt. Anyways, auf jeden Fall haben sie eine Folge gemacht über My Little Pony. Und da haben sie hauptsächlich über den Film geredet, weil sie haben die Folge gemacht, weil der Film halt gerade rauskam zu der Zeit. Ich glaube 2017 müsste es Kann gut gewesen sein. sein. Punkt ist auf jeden Fall der Tristan. Naja, lohnt sich jetzt der Film? Sonst weiß ich nicht, was ich jetzt schnüffeln soll. Das vermisse ich jetzt total. Kranke Welt. Kranke Welt. Auf jeden Fall haben sie sich aufgeregt, dass in dem MLP-Film so viele MLP-Referenzen sind. Also so viele Inside-Jokes und so viele Season 1 Callback-Jokes. Okay. Und keine Ahnung, ich fände das eh cool. Ich bin jetzt eigentlich mehr interested, den Film zu sehen, denn je. Weil ich dachte mir immer, ja, okay, My Little Pony Film, wen juckt's? Aber jetzt denke ich mir so, naja, wenn die da die alten Internet-Memes die ganze Zeit referenzieren, Ja, das ist das doch ist der ja eigentlich genau meine Generation, Ja. die da angesprochen wird dann. Ja, das wäre ja der Appeal, dass man plötzlich in der guten alten Zitatensuppe landet. Der Zitatensuppe. das Ja, stimmt. den Film habe ich, glaube ich, gesehen, aber ich habe irgendwie Distant Memories, weil ich fand den Film. Hast dich davon distanziert, oder? Ja. Ja, ich fand den Film eigentlich okay, aber jetzt nicht extremst outstanding wie jetzt irgendwie die anderen Season Beginnings oder Season Ending Specials. Okay. Man muss ja anschauen, wie die allerletzten MLP-Folgen sind, wie verrückt die einfach. Ja, das kann man sich gar nicht mehr geben. Also die sind 5 Stufen über dem Film. Ja, wirklich. So verrückt sind die. Ja, ich finde generell My Little Pony, das war halt damals cool. Aber wer das heute noch schaut, der hat Ja. kein Niveau, finde ich. Der hat Ich nur find, Nostalgie. Der hat nur Nostalgie, aber Nostalgie ist kein Niveau. Ja. Nostalgie ist auch keine Handcreme, sagt man ja. Ist so der bekannte Spruch. Auch aus dem Early Internet, da ist es, juhu! Hä, wir haben das nicht. Scheinbar hätte ich glaube, das wäre unreachable gewesen ohne mein Upgrade, maybe. Aber scheinbar hätte man irgendwie von oben da runter droppen müssen. Aber ich weiß nicht, wie man da hochkommt. Mir kommt jetzt gleich alles hoch. Ja, Vielleicht da irgendwie so? Unsichtbare Leiter. Das sind auch solche Tropes, die ich eigentlich mag. So unsichtbare Leitern oder einfach so Interactables, die invisible sind oder halt subtil im Hintergrund sind. Ich liebe das. Bei La Mulana, da gibt es so eine Stelle bei La Mulana 2, wo einfach so ein Gesicht im Hintergrund ist, was oft passiert in La Mulana. Das Gesicht hat einfach solche kleinen Einkerbungen. Man denkt sich nichts dabei, ist halt ein Background-Detail. Aber irgendwann habe ich gecheckt, man kann da hochklettern. Und dieser Moment, wenn man das dann checkt,
Das ist so schön. Juhu. Wer ist Dieser das? Alchemist. Ein loser Alchemist. Ein Loser Alchemist. Ein loser Alchemist. Er hat's jetzt trunken. Ist das auch schon damals passiert? Ich habe so überhaupt keine Memories, honestly. Jetzt. An das kann ich mich auch irgendwie schwer erinnern. Sind die Level irgendwie slightly different? Revisit? Every revisit is personal. Das würde ich dem Shovel Knight eigentlich sogar zutrauen. Ja. Habe ich keinen Dash? Weil wie soll ich so schnell ausweichen? Als Rainbow Dash. Geh hör auf jetzt. Rainbow Dash. Regenbogentasche. Ich mag das blaue Pony. Du magst das blaue Pony? Tja. Ich nicht. Gib Check für ein Disagreement. Neue Check Reason unlocked. Ja. Ich habe jetzt schon alles. Kann ich den Level nicht einfach verlassen? Naja, ich mache ihn einfach vor the Lolz, oder? Ja, machen für die Lulz. Für die Lulz. Wie man es damals gesagt hat. Omega Lull, meinst du? Warte, der Pfirsich-Apfelkönig, bla 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 bla. Das juckt ja keinen. Meine Fresse. Eine Phrase. Entschuldigung für diesen Kraftausdruck. Ich gehe jetzt trainieren ins Gym. Ich muss meine Kraftausdrücke trainieren. Stell dir vor, jemand kommt dir mal so. Würdest du sagen, du bist ein Idiot oder würdest du ihn humoren? Ich würde sofort denken, ob das ein Polysemia-Video ist. Ja, das wirkt so. Ja. Mit Wortwitzen halt. Polysemia Worst of. Worst of. Ja, das Worst of Video ist immer noch das Allerbeste. Das ist das Best of irgendwie. Und das Best of ist irgendwie lame. Ja, das ist halt meistens so. Es hätte auch ein Ape Crime Video sein können. Mit Redewendungen. 10 Redewendungen. Wie soll das jetzt bitte gehen? War das wirklich beim ersten Mal auch schon so? Kann ich auch nicht erinnern. Geht sich das aus? Au! Warte, da habe ich was erspäht. Na, jetzt kommt er. Schau da. Na sixt. Wow. Na sixt. Jetzt! Na sixt. Na sixt. Noch eine Musiknote. Nein, ganz viel Geld. Jetzt können wir machen, was wir wollen. Wir hüpfen jetzt auf Kisten herum. Auf Kisten rum. Ein Crash. 18 wurde! Das ist eine Gemeinheit. Der hat nämlich einen automatischen Gang gehabt. So viel Geld haben wir gekriegt, so viel Geld haben wir verloren. Unmöglich. Ja, das Jahrgänge verloren. Das runzelt mich jetzt wirklich. Das runzelt mich. Hast du nicht 2005 Geldsäcke verloren? 2005 inflationsbereinigt, das wäre ganz schlimm gewesen. Aha. Ganz, ganz schlimm. Ja, wir müssen jetzt noch ein bisschen die Inflation bereinigen. Ja, was wird da bitte gereinigt? Wo kenne ich bitte... Den Begriff bereinigt? Nein, wo kenne ich irgendwie ein Video, wo irgendwie die Inflation erklärt wird? Und dann sagt irgendwie so ein Monster irgendwie so... Sagt irgendwie so ein Monster irgendwie so, ich bin die Inflation. Und dann wird da irgendwann später ständig das Inflationsmonster genannt. Das kommt mir überhaupt nicht bekannt. Ich glaube, das war einfach nur ein Video, was die Inflation erklärt. Was ich, glaube ich, in der Schule damals gesehen habe, in der HTL. Okay, das ist wieder funny. Da gibt es einfach ein Inflationsmonster. Wo ist mein Funimax-Glas? Ich suche das schon. Wo ist mein Funimax und mein Roni-Zitroni-Glas? Kannst du mir das beantworten? Naja, bitte? was ich lieber wiedersehen möchte, sind die XXX-Lutz-Becher. Und jeder jeder McDonalds-Becher vielleicht wieder. Und jeder Becher bildet ein Familienmitglied ab. Und zwar Oma Putz, Opa Putz, nein, Entschuldigung. Ich glaube Mama Putz, Papa Putz, Oma Putz und Putzi Putz. Okay, so viele gibt's ja gar nicht, was du jetzt Natürlich. aufzählst. Geh wo? Und es gibt ja schon ein fünftes Mal Familienmitglied und ich glaube Ixi. Lutz. Wer soll das sein? Die waren doch safe nicht beim ersten Attempt, oder? Das ist doch ganz neu. Das ist für mich. Die gab's auch doch alle ganz nicht. neu. Oder sind wir die komischen? Ich glaube, die haben gesagt, auch neu. Aber wir werden das schon hinbekommen.
dass wir keinen Blödsinn reden und du irgendwas anwitzt. Und etwas. Wir haben ja schon beide Musiknoten, schon längst, oder? Schau, da haben wir noch einen goldenen. Ja, jetzt kommt der Boss. Was ist der Baus? Der Baus. War der schwer? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe so gar keine Memories an diesem Boss. Das war auch im ersten. Hey, lassen Sie das. Sag dich, du Trickser. Du hältst mich sicher nicht auf. Ich trickse nicht, nur weil ich einen Trick mache in meiner Forschung. Bum, bum. Und jetzt erteile ich dir eine Revanche. Hat er das gesagt? Ja. Das heißt, er ist self-aware. Warte, gegen die Bosse hilft immer die Kugel am Ich glaube, er ist eher unaware. Self-unaware. Wie self-aware ist YouTube eigentlich? 2 von 10. 2 von 10. Das ist nicht schlecht, das ist aber auch nicht gut. Sind wir ehrlich. Sind wir ehrlich heute oder Ganz ehrlich. Machen wir einen auf Spaß Vogel heute wieder? Das kannst du dir aussuchen. Ganz ehrlich. Jetzt fange ich sein Zepter. Wie bei Mario 3. Gibt Check für eine kleine Mario 3 Querreferenz, die ich jetzt gerade getätigt habe. In der Theke? An der Theke. Schau, das ist wahrscheinlich der Most Halloween Stream, den wir haben werden dieses Jahr. Also fallen dir noch Sachen zu Halloween an? Ich muss immer nur an BLB Halloween 2017 denken. Okay, abgesehen von BLB Halloween. Der Eisenbahn. Da fehlt uns noch ein Wal. Aber ich kaufe mir zuerst was. Ich habe sehr viel Geld. Ich kann mir vielleicht eine neue Rüstung leisten. Schau mal, Amor. Weil du so lustig bist. Lustig, rünstig. Das ist der Amboss und die Upgrades gibt es beim Amboss. Ja, wir könnten den ganzen Laden abkaufen. Nutzlos. Dann wird er pleite, oder? Ich kaufe das Nutzlose jetzt. Einfach, weil ich es kann. Vielleicht kriegen wir... Der hilft uns der goldene Ritter. Jetzt das Playmobil-Schloss von Playmobil. Und ich kaufe mir auch noch das. Die letzte Rüstung, heißt sie auch. Das heißt, wir sind rot. Er hat ja nichts mehr für uns. Ich habe nichts für dich. Ich muss schon sagen. Der Herr. Der hat auch nichts für uns. Mit dem rede ich erst gar nicht. Ja. So. Na, ich glaube... Zu dir haben uns ja nichts verkauft. Ich habe von draußen Tumult gehört. Nein, das waren einfach die Leute, die uns gescammt haben ursprünglich. Aber vielleicht können wir dem Frosch einen Witz erzählen. Ah ja, vielleicht landet er diesmal. Schauen wir mal. Ich bin ja so schlecht drauf. Ich habe einfach nur schlechte Laune. Wenn mich jemand aufheitern könnte, ach, das wär's. Ich probier's einfach mal. Warum ist Mona eine Lisa? Weil beide von Problemen umwoben sind. Oh, fand er nicht gut. Der war auch nicht gut. Das gebe sogar ich zu, dass der nicht gut war. Der war es halt einfach nicht. Aber es kann nicht jeder landen, sage ich mal. Eisenwald. Schauen wir mal, ob wir den finden im Eisenwald. Der zweite. Das heißt, wenn wir eines finden, dann wissen wir haben es noch nicht verpasst, sondern es kommt noch. Zumindest hoffe ich, dass diese Chronologie hier eingehalten wird. Aber ich vermute es mal. Weil es anders keinen Sinn macht. Blub, 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 blub. Fisch verliebt. Blub, blub, blub. Kennst du noch? Fisch verliebt, ja, Nordsee. Natürlich. Ich muss ehrlich sagen, abgesehen von diesem Schrei jetzt. Von diesem German AI-Nerdle Sound-Interpretationsdings da. Wie ich heute von der Arbeit gekommen bin, habe ich wirklich überlegt, ob wir heute überhaupt streamen sollten. Weil da war ich so müde. Ich wäre wirklich fast eingeschlafen. Ich habe mich nur hingesetzt nach der Arbeit und wäre fast eingeschlafen. Ich habe so wenig Schlaf die ganze Woche bekommen. Und ich habe es echt gespürt. Ich habe es auch beim Match gespürt, dass ich nicht in meiner besten Verfassung bin. Okay. Und heute kann ich aber ausschlafen. Zum Glück. Endlich mal. Ich freue mich schon so sehr. Wuhu! Gesehen? Das war echt verrückt. Gesehen? Warte. Vielleicht müssen wir einfach da die Decke zerstören mit dem. Das kann nichts zerstören. Das heißt, wir satten das da so bouncen, dass das trifft. Aber schaffen wir das?
Bounce. Ja! Mehr nicht. Das haben wir safe noch nie. Da waren wir safe noch nie, oder? Ja, da ist auch ein Save. Obwohl, irgendwie kommt mir das sogar bekannt vor. Da kann man von da oben droppen. Das glaube ich aber wiederum nicht. Was waren so deine Halloween-Kostüme? Vielleicht ist das ja ein guter Halloween-Icebreaker. Da kann ich auch mal wie Halloween 2017. Du warst nie verkleidet zu Halloween, außer das eine Mal, Ich glaub, wo wir keine- dich gezwungen haben. Ich glaube so Kindergarten und Volksschule höchstens, aber danach irgendwie nie. Okay. Und da musste ich aber auch eher an Fasching denken. Paschi, ich habe keine Ahnung, was der Gags jetzt gesagt hat. Er hat gesagt, er möchte dieses Kostüm zu Fasching anziehen. Dann bin ich gegangen, glaube ich. Das war dann meine Initial Reaction. Was, mich? Nein, sein Anime. Hat er Ich gesagt. kann mich nicht erinnern. Ich weiß nur, dass wir es lustig hatten. Ich sag Ja. nur mal so viel. Was machen die? Was machen die? Vöglein, wie piepst du? Na oi, das haben wir safe schon. Save. Sava. Das gab sogar einen Fluss. Wirklich? Cool, hey. Gehen wir zur Donau. Essen wir einen Dönau. Check für Döner-Referenz. Das schwimmt weg. Kommst du her, du Blöder? Du Blöder! Ach, zum Oh. Glück. Ein Glück. Warte, das kann ich natürlich jetzt cheesen mit Käse. Easy cheesy. Easy cheesy. Wie cheesy darf es sein? Und ab wann sagst du, das ist zu cheesy? Für mich ist es nie zu cheesy. Nie zu cheesy? Wirklich nie. Ich liebe Dann, Käse. dann hast du noch nie cheesy gesehen. Meinst du Cheese Strings? Mhm. Wenn man so von Verrückt. Cheese Strings. Offended? Ja, Warum? weil ich glaube so ein paar Monate zuvor habe ich über Strings gelernt im Programmieren, damals in 2012. Mhm. Und ich weiß nicht, die Werbung von Cheese Strings war immer so irgendwie nicht irgendwie angeberisch, aber halt so die wollen es für cool verkaufen, obwohl es nicht so cool ist und erwähnen halt 100-mal Cheese Strings. Ich dachte mir so, im Programmieren sind Strings viel cooler als das. Ja, manchmal hat man einfach diese Jealousy, weil man es besser weiß. Weil man es halt auch einfach besser weiß. Schnell setzt sie ins Wasser. Was ist denn der Actual-Knopf? Achso, Dreieck. Warte mal, kann ich da meine Schaufel austauschen? Hoppala. Naja, das wollte ich ja jetzt auch nicht. Ich habe ein uraltes Thema. Nein, kann ich nicht austauschen. Ich glaube, das Thema ist über einen Monat alt. Geh her auf. Dann darfst du nimmer mehr. Oh je. 7 sind abzuliefern, okay. Die Essenstickets beim Gastronom. Okay, schieß los. Ich glaube, vor 1,5 Monaten war die Tran-WM. Wirklich? Und da sind sehr viele. Weil Pride Month jetzt wieder ist? Nein, das war. Oder verwechsel ich da gerade etwas? Ich glaube, da habe ich was verwechselt jetzt, Nein, oder? Stolzmonat ist in Juni. Wirklich? Ja. Das was dauert ist ja das dann noch denn? ewig. Ja. Ach so, das war erst. Nur wir haben Bandicoot Month gefeiert. Ja, aber das war im Juni. Oh Gott. Aber die Tram-WM. Also mit Tram ist natürlich die Straßenbahn gemeint. Nicht dieser Tag? Check für eine Querreferenz mal wieder. Ich sage immer unbewusst Tram und gehe immer davon aus, dass die andere Person weiß, dass es Straßenbahn heißt. Ja, jeder weiß das, nur ich bin ein Idiot. Schau, das hätte ich auch nie gedacht jetzt. Deswegen ist sein Goldamount jetzt ein Palindrom. Was? Ein Palindrom. Palindrom? Meinst du 1, eine- 5, 5, 5, 1. Was ist ein Palindrom? Ich würde jetzt raten, eine symmetrische Zahl, wenn du das... Ja, Wenn das hier eigentlich eine zutrifft. symmetrische Zahl. Bei Zahlen wird das nicht so oft angewendet, aber bei Wörtern, dass irgendwie der Anfang des Wortes und dann in der Mitte spiegelt sich das Wort und Anna. dann ist dann, ja genau, dann Anna. ist es trotzdem ein komplettes Wort. Das finde ich aber immer cool. Wow, juhu! Hast du das sonst gerade mitbekommen? Das war so eine Art Styler.
Jetzt haben wir auch wieder alles. Jetzt geht es nur darum, den Level zu beenden. Aber können wir den Level auch einfach beenden? So out of the blue. Ich probiere es jetzt mal. Ja, was sagt er? Ich schau mal, was er sagt. Alles. Alles in den ursprünglichen Zusatz. Warum ist das so gemein, das Spiel? Welches Spiel war das, was das Gegenteil ist? Rayman? War das nicht Celeste, wo es sagt, all deine Änderungen werden gespeichert oder so? Schau, wie clever das jetzt war. Ja, ich glaube Celeste war das. Celeste war wirklich nett als Spiel, aber Shovel Knight, der ärgste. Eingesperrt. Na, wie alt ist dieser Shovel Knight? Oh, ich hätte es fast kaputt gemacht. Das kann man nämlich auch machen. Dann kriegst du Geld, aber du kannst nicht safen. Ja. Das Feature haben wir, glaube ich, am Anfang considered, aber jetzt sind wir einfach da rausgewachsen aus diesem Kindergarten. Ja. Muss man auch mal sagen. Das war ein Anglerfish, oder? Das war der Yoke. Das war der Yoke, ja. Ja, jedenfalls bei der Tram-WM. Da haben sehr viele Städte da mitgespielt, zum Beispiel Paris. Er ist halt schneller als ich! Was soll ich jetzt tun? Der hat halt Straßenbahn-Speed. Ich mag den nicht. Mit seinem blöden Straßenbahn-Speed. Was ist überhaupt sein Weak Spot? Die Schaufel oder was? Ich meine, es ist Shovel Knight. Sein Augi? Oder du musst einfach nur weitergehen. Wenn es offen ist. Jetzt, ja. Ich habe auch nicht unendlich Move. Jetzt charged er, oder? Ja, das ist so telegraphed. Der Telegraph hat angerufen. Er möchte etwas zurück. Der Telegraph! Jetzt erscheint er hier! Kennst du noch bei Kingdom Hearts, wo er die ganze Zeit Erscheine ruft? Erscheine! Fand ich cool. Wann streamen wir Kingdom Hearts? Entweder mit dem Onjo oder mit dem Zora, weil mit beiden haben wir es gestreamt. Mit beiden haben wir eine Rechnung noch offen. Kann ich jetzt schauen, was wirklich in der Kiste ist? Der Tristia. Der Trottel. Lohnt sich das alles schon wie ein Relikt oder vermisst du es komplett? Er ist ein Idiot. Aber ich glaube, er hat uns hier die Anker verkauft oder für blöd. Eins von beiden, ich weiß es jetzt gar nicht. Anker Brotfabrik? Anker Brotfabrik. Jetzt ganz ehrlich, und das ist jetzt ein kontroverses Thema, was wir einmal ausnahmsweise, weil Halloween ist, zu PLP anreißen. Anker oder der Mann? Der verwöhnt, meinst du? Nicht zwangsläufig. Also, ich habe da eine kontroverse Meinung. Ja. Weder noch. Sag mal, geht's noch? Weil ich will lieber zum Ströck. Oder Backwerk sogar. Okay, Backwerk kann ich verstehen. Backwerk ist valid. Aber was auch immer du davor gesagt hast, ich will es nicht wiederholen. Aber Ströck gibt es meist in meiner Nähe oder halt in U-Bahn-Stationen gibt es das öfters. So wie Togo jetzt auch in deiner Nähe. Auch in Wien Mitte damals, wo ich verbau mir gerade alles, glaube ich. Ich schau den Despawn nicht, weil wer braucht den goldenen Fisch? Schau, Geisternote. Da spielt jetzt Geistermusik. Auch nicht schlecht. Haha, wie er einfach zu spät da ist. Zur falschen Zeit am falschen Ort. Was war für dich oder wer oder wann warst du zur falschen Zeit am falschen Ort? Für mich ganz klipp und klar Mario Maker. Weil das Spiel hätte ich aufgesogen mit meinem Rüssel, wenn das rausgekommen wäre, wie ich noch ein bisschen jünger gewesen wäre. Okay. Das hätte ich so genossen. Aber wie das rauskam, hatte ich halt schon Game Maker. Mega Man Maker? Mega Man Maker fällt unter dieselbe Sparte wie Mario Maker. Aber ich hatte dann schon Game Engines, specifically Game Maker. Also brauchte ich das halt einfach nicht mehr. Ich hatte auch ein bisschen so eine Zweifel. Jo! Entschuldigung. Weil bevor Mario Maker rauskam, gab es ja schon mehrere solche Mario-Level-Editoren. Ja, Mario World. Ja, von Mario World. Unter anderem waren viele berühmt. Die Editoren. Deswegen dachte ich mir so, ja, und was kann das delivern? Aber dann habe ich im Nachhinein gesehen, dass Mario Maker sehr intuitiv und viele Quirks eingebaut hat, wo es dann schon Spaß macht. Und außerdem wirkt das Spiel auch so High Definition. So unexpected High Definition, wie ich es nie zuvor erlebt habe. Und es ist halt auch einfach quirky. Ja. Das darf man halt jetzt auch nicht vergessen.
Jetzt! Wow! Hätte ich nicht erwartet. Jetzt! Auf Super RTL. Auf Super RTL. Aber rate mal, wer bei der Tram-Meisterschaft in Wien gewonnen hat. Was war das? Sowas wie Völkerball oder so? Nein, eine Straßenbahn-Weltmeisterschaft, und zwar die fahren tatsächlich mit Straßenbahnen und müssen irgendwie Tram-Bowling machen, wo sie mit der Straßenbahn einfach eine Ja, Kugel das war's. stoßen Das und war dagegen so die cool. Kegel Das war mein Highlight. pushen. Und dann gab es auch Tram-Curling, wo sie halt so ein schweres Stück halt in eine Richtung schieben und es muss halt in der perfekten Stelle anhalten. Oder auch irgendwie rückwärts fahren und aufpassen, dass man das Wasser nicht verschüttet. Rückwärts fahren. Das ist einfach ein Vibe. Weißt du, was ich meine? Ja. Yes. Und da gab es noch eine weitere Rückwärtsfahren-Challenge, wo der vordere Fahrer halt nicht sehen kann und die zweite Person muss immer mit der Pfeife koordinieren, wie weiter fahren soll. Er macht immer so Okay. die ganze Zeit so, und wenn die Person wenn die Tram stehen bleiben soll, dann macht das halt so lang so. Und was ist, wenn die dann nicht stehen bleibt? Tja, dann riskierst du Punktabzüge, weil man muss halt in der perfekten Stelle stehen bleiben und da ist halt sein Scoreboard. Gab es noch eine Challenge? Ja, wahrscheinlich, aber die fällt mir gerade nicht. Na, einfach irgendwie so perfektes Bremsen. Irgendwie sowas, dass man genau in der richtigen Linie bremst mit Fullspeed oder so. Man muss auch irgendwie den richtigen Speed fahren, irgendwie so 25 km/h. Man kann nicht aufs Tachometer sehen. Ö3 Mutprobe, wann? Aha. Sage ich dazu nur. Und da waren sehr viele Städte dabei, wie zum Beispiel Berlin. Weil meine Juwelen, mein Ozean, mein Schiff, meine Anwesenheit ist abwesend. In Wirklichkeit. Mein Ort, mein Blog, mein Berlin, meine Gier kennt keine Grenzen, Treasure Night. Dein Berlin ist aber weniger besudelt. Jetzt bezahlen die anderen die Getz-Gebühren. Aber lass uns lieber kämpfen um den Getz-Preis. Die Getz-Gebühren haben mich gegettet jetzt. Ja, deswegen war Berlin und Dresden, glaube ich, dabei. Und Zu auch, welcher Tageszeit? Tag. Und Nacht? Paris war auch dabei. Pandemonium? Paris. Ich lebe noch. Wieso? Kann ich das canceln? Das Achievement? Weil ich habe es nicht bekommen wollen. Ich glaube, das ist non-refundable. Das kann man nicht mehr NFT. refunden. Non-refundable Tokens nehmen das Internet bei Sturm. Doch jetzt, keine Ahnung, so wie die Reportagen damals angefangen haben. Ich bin so, ich habe immer noch im Kopf, dass es non-refundable Token heißt. Holla, das bist du. Weil du hast ja 90 Notenblätter. Volltreffer, für jedes bekommst du 10 Gold. Wunderlos. Für den Shield Knight musst du aktuell auch ein Requiem und ein Streichquartett beleidigen. Aber wo ich dieses Notenblatt jetzt haben Fragen sagen. Vom Hörensagen, oder? Vom Hören sagen. Gastronom. Dein Hunger ist gestillt und dein Hunger ist gegessen, genauso wie der Ritter, der ist jetzt auch gegessen. Aber vielleicht hat die Magierin was? Ah, Relikte, das sieht sehr hefig aus. Fähig, wollte ich sagen. Sehr hefig. Warte, was sagt denn das der Ziege? Naja, danke für die Essensmarken, aber ich habe dir jetzt alle aufgegessen, bevor du überhaupt gekommen bist. Du hättest früher kommen sollen. Gib Check für die Ärgste. Für die Ärgste. Da ist er auch einfach. Ich hatte Angst, über die bodenlose Löcher zu springen. Ich hatte Angst. Der hattest du Angst. Christian hat, glaube ich, nichts mehr für uns. Da komme ich her, sagt komm er. ich her. Also erinnere mich bitte nicht daran. Und der hatte auch etwas. Ja, Fischfreund, du hast doch einen Wisch gegöttet. Erscheine. Fisch verliebt. Fisch verliebt.
Ja, Okay. halt sehr viele Städte waren dabei und natürlich, das war die erste Tram-WM. Es gab sehr viele Tram-EMs, also Europameisterschaften, Kommt die Tram-WG irgendwann? irgendwann mal. Als Konkurrenz zur Ponk-WG. Gibt Check für Ponk-Referenz. Boah, das ist, glaube ich, vielleicht werde ich was für die meisten Checks in einem Stream sogar. Ich tue die Könnte immer auf die sein. Wrist klatschen. Das passt. Jo, Mann, das passt. Ja, Mann. Abkürzung. Da haben wir alle. Da haben wir alle. Ja! Einfach 2 fehlen. Wie konnten wir so dumm sein? So dumm, so dumm, so dumm von mir. 5! Boah. Geh weg. Ah, lieber die. Dann doch lieber. Das ist auch so ein Lost Media Film, das habe ich dir, glaube ich, ein paar Mal erzählt. Gab es mal irgendeine random Sendung, da haben sie so Lebensmittel getestet. Und da haben sie zum Beispiel so, eine Schale Erdnüsse hat genauso viel Kalorien wie eine große Schale Popcorn. Dann doch lieber die große Schale Popcorn. Immer mit diesem Zitat, dann doch lieber. Und dann whatever halt dieselben Kalorien, aber eine größere Menge ist. Das finde ich halt nie wieder, aber es hat sich in mein Gehirn eingebrannt und ich habe es verinnerlicht und es lebt in mir weiter. Und auch folgende Generationen werden es von mir erfahren und bis in die Ewigkeit doch lieber eine Portion Popcorn essen. Ich habe irgendwie eine längst Media vor 2 Jahren entdeckt. Längst. Welches? Und zwar, es lief früher auf ORF 2 die Sendung Frisch gekocht ist halb gewonnen. Ich Ja. glaube, die Sendung läuft wahrscheinlich immer noch. Aber die hatte damals in den Early 2000er Jahren irgendwie so ein urfetziges Intro gehabt. Und ohne dass ich danach suche, habe ich es einfach gefunden. Aber nicht fetzig ist das Okidoki-Intro, oder? Es ist 1000-mal fetziger. Weil es spielt so eine epische Musik, so. Und da wird so ganz viel Essen so zubereitet im Schnelltempo. Und irgendwie der Moment, den ich immer am allerwitzigsten fand, ist, wo er einfach so Milch in die Cornflakes reintut und irgendwie so das urepisch darstellt. Aber für mich war es immer so urridiculous, weil das war einfach nur Cornflakes. Einfach nur Cerealien und wo einfach Milch geschüttet wird in irgendeiner Kochsendung. Da dachte ich mir so, wow, so eine simple Mahlzeit, das tun sie so episch verkaufen. Warum nicht? Sie haben das Budget für episch. Mit der Musik auch noch so, mit der epischen Musik. Die episch Musik. Und ja, das war für mich immer das Highlight, wenn ich das... Gut, dann frage ich dich jetzt mal, was war das Lowlight? Das Lowlight ist, als sie es rebrandet haben und dann war nicht mehr das epische Intro. Es ist auch nicht mehr frisch gekocht, ist halb gewonnen, sondern nur noch frisch gekocht mit Andy und Alex oder so. Das kann ich mich aber erinnern. Die Andy und Alex Variante. Aber der hatte nicht das coole Intro gehabt. Das weiß ich nicht. Ich habe das Intro auch nie gesehen. Ich habe die Sendung immer nur erwischt, als sie schon lief. Okay, schade. Schokolade? Schokolade. Haben Sie in einer Kochsendung mal was mit Schokolade gemacht? Jemals? Nie, oder? Ne, beim Backen. Achso, frisch gebacken wäre das. Frisch gebacken ist halb gekocht oder so. Das wäre lustig. Da hätte jeder gelacht in Österreich. So, Tram WM nochmal. Weißt du, welche Stadt gewonnen hat in Wien? Wien. Ja. Das war ja so klar. Ich meine, es war, glaube ich, ein bisschen so der Ausnahmefall, wo die Hoststadt gewinnt, aber es war trotzdem witzig. Ja, ich meine, die haben ja keine Trams in den anderen Bundesländern. Weil ich denke so ein bisschen, Das denkst so du? ein, ja, so ein bisschen der unfaire Vorteil ist, die müssen mit deren Trams fahren, also von der Stadt, wo sie gerade fahren. Okay. Das heißt, wenn eine Tram EM in Rom gewesen wäre, dann müssten sie mit der Tram von Rom fahren und da hätten die Römer halt einen Vorteil. Die Römer. Aber dass die Hoststadt gewinnt, war, glaube ich, jetzt nicht Das war so oft. abgesprochen, glaube ich, oder? Oder das war auch gescriptet, das kann auch sein. Das ist Scripted Reality, so typisch. Und so schade auch. Uiuiui. Warum muss man die Realität scripten?
Schau, wie ich den einfach plätte, ohne das zu checken, was sein Pattern ist. Er muss immer hüpfen, das ist sein Pattern. Hast du dir dann gedacht so, aha, Pattern! Habe ich mir tatsächlich nicht gedacht. Okay. Habe ich mir tatsächlich verkniffen in dem Fall, an diesen Japaner zu denken. Oder der ist ja gar kein Japaner, das ist ja ein Pseudo-Japaner, oder? Pseudo-Japaner, der irgendwie 3 Monate in Japan studiert hat oder so. Wirklich? Und dann kann er das so gut sprechen schon? Ja, und der kann auch so gut ranten darüber. Der kann auch so gut rappen auf Japanisch. Ich weiß noch, wie ich mal als Kind auf YouTube japanischer Rap eingegeben habe und dann halt einfach einen japanischen Rap gefunden habe und so gedacht habe, das ist so das Lustigste, dass sie in Japan auch rappen irgendwie. Und ich dachte so, wow, haha, lol, ein japanischer Rap, wie ridiculous. Und heute denke ich mir, ich war einfach blöd als Kind. Anders kann ich mir das nicht erklären. Schau, ich wette, das ist kaputtbar. War der Rap gehostet auf E-Baums World? E-Baums World definitiv nicht. Da kann man ja natürlich durch. Aber wie soll das gehen? Wie kann ich... Ah, der Gegners. Der muss mich beäumeln, glaube ich. Baumel? Aber wie kann ich den zum Respawnen bringen? Der muss ja... Ah, da, jetzt habe ich ihn gespawnt. Kann der mich nach unten pushen? Aber der kommt dann wieder nicht. Das ist kein... Warte, vielleicht muss ich einfach von ganz hoch oben droppen. So wie bei Ice Age, jetzt droppt's. Pass auf. Jetzt droppt's. Schau. Juhu! Oh. Na siehst. Das hätte ich beim ersten Mal schon nicht checkt. Aber jetzt bin ich um ein paar Wochen älter und habe ein größeres Verständnis für die Umwelt. Und auch mein Umfeld. Ja, ich meinte Umfeld, Entschuldigung. Das wäre korrekter gewesen. Ist heute immer noch ein Mysterium, ob es die Umweltanalyse oder die Umfeldanalyse heißt. Es heißt Risikoanalyse. Schau, der Jöppler, da ist er wieder. Ja, Schnüff. Ich vermisse schon das Schnüffeln. Das ist so ein Idiot und wir haben den natürlich nicht gefunden. Der hätte uns dieses Säbel gegeben. Und da haben wir natürlich den Johannes Berger gezogen, so sprichwörtlich, weil wir das einfach nicht in unser Kleinhirn reinbekommen haben, sage ich jetzt mal so ein bisschen provokant. Aber man darf, finde ich, auch manchmal provokant sein, wenn es appropriate ist. Es gibt einen Platz und eine Zeit für alles in meinen Augen. Und heute ist der Platz für eine Musiknote, dass die einfach wo unten sein können. Stell dir vor, du angelst von einem Luftschiff und eine Partitur ist dann auf der Angelschnur. Glaubst du, Spartacus würde das schaffen? Spartacus hat zumindest ein Luftschiff, aber so viel Glück, dass das passiert, hat er, glaube ich, auch nicht. Ja. Aber die Grundvoraussetzungen sind mal da gegeben. Ja. Wow! Er hat zumindest das Setup dazu. Das stimmt! Sieht ja fancy aus. Das stimmt allerdings. Kann ich die köpfen? Nein. Aber kann ich Düsköppe lönken? Das geht wiederum natürlich. Konntest du ein Köpfler im Schwimmen machen? Ich konnte schon Köpfler und habe die auch frequentiert. Bis ich irgendwann so eitel wurde, weil ich mir die Haare rausgewachsen habe. Und dann gab es eine Zeitperiode, wo ich gar nicht schwimmen war. Weil ich einfach nicht wollte, dass meine Haare nass werden. Und dann, ich glaube, ich habe nach der Zeitperiode, die so war, im Zeitrahmen 2010 bis 2014, 15 maybe, da bin ich nie schwimmen gegangen. Und ich glaube, ich habe seitdem auch nie wieder einen Köpfler gemacht. Aber ich könnte ins Höpflerbad schauen und könnte es zum Köpflerbad machen. Wow. Das heißt, zu der Zeit warst du nicht beim Höpflerbad oder beim Tropikanerbad? Nein. Oder beim Lutzmannsburg? Keine 1000 Pferde hätten mich dazu. 1000 Pferde! 1000 Pferde? Keine 1000 Pferde hätten mich dazu gebracht. Oh. Hätte nichts gebracht. Sage ich, aber auch ganz offen und hätten ehrlich. Gar nicht geholfen. Nein. Nie und nimmer. Stell dir vor, es gibt so eine Serie und die Charaktere heißen Nie und Nimmer. Oh, das wäre cool eigentlich. Pitch das mal an Super RTL.
Oder ORF. Bleib mal regional, würde ich mal empfehlen. Die Die brauchen es wirklich. Was haben die jetzt? Kinderrätselburg immer noch? Ja. Geh hör auf. Die brauchen das. Wenn Ein Vehikel-Scroller? Wow. Geh nach Hause, sage ich dazu. Das ist ja bei Mario 3 Geil. die Boss-Stages. Mhm. Die Luftschiff-Stages. Dun, 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 dun. Ich weiß nicht mehr die Melodie auswendig. Naja, du weißt das wohl besser. Ja. Ich denke, ich verwechsel das mit der Clash the Demon Head Bossmusik. Das verwirrt mich nämlich. Okay. Die ist ein bisschen ähnlich. Da ist doch was kaputt bei uns. Nein, die kann ich mich gut erinnern, weil ich ja Super Mario Advance 4, Super Mario Bros. 3 sehr viel gespielt habe. Mhm. Und da ist es schon im, nicht Title Screen, sondern schon davor. Vor dem Titelbildschirm. Im Teaser-Screen Okay, hört man schon diese Themen. Krass, wieso ist es doch so ein bisschen bedrohlich, dieses Thema, oder? Ich weiß. Naja, da erzählen sie die Story, was da passiert ist. Wo alle Könige der Welten in Furries verwandelt Aber was ist wurden. hinter ihm? Da wird die zweite sein. Ich wette. Nein. Ich kann mich erinnern, ich glaube, ich weiß wo die zweite ist. Da gab es auch diesen Screen, den ich nicht passieren konnte, weil ich nicht dieses Upgrade gefunden habe. Aber war das nicht viel mehr early in der Stage? Das ist nur ein Auf und Ab, gell? Ja, ist nur ein Auf und Ab. Das geht mir immer durch und durch. Das geht mir immer durch und durch. Da bist du immer arm und ärmer. Das kommt wahrscheinlich nicht. Ich werde es sicher wieder verpasst, den Schmarren. Ich werde wahnsinnig. Gibt es eigentlich eine Bank in Shovel Knight? Nein, das verwechselst du mit Tolo Knight. Nein! Soll ich? Na, dann wird's gelöscht. Für immer. Pass auf, Trick. Fast. Wir haben schon alles gekauft. Wofür noch Geld haben, nicht wahr? Ich weiß auch Millionäre be like, oder? nicht. Im PMD gab es immer eine Bank, wo du halt. Pokémon Bank. Ja, da gab's schon im PMD schon die Pokémon Bank. Da konntest du das Geld einleihen und verlierst es nie. Da konnte man es einleihen. Konntest du es anleihen, Anleihen. kannst es nie verlieren. Und da gab es auch ein Lager für deine Items, die du dann nie wieder verlieren kannst. Dann kriegst du kein Lagergeld. Zirkus Afro. Den gibt's. Ja. Ich schau mal, was ich noch so für Themen aufgeschrieben habe. Themensalat bei Bilby. Juhu, juhu, juhu. Ich habe Kirby Air Riders wieder aufgeschrieben, weil Iwi hat vor ein paar Tagen den zweiten Kirby Air Riders direkt übertragen. Mhm. Und ja, Air Riders hat sehr viel Content. Der behandelt Air Riders wie ein Smash Brothers Teil. So viel Care tut der Sakurai da Wirklich? rein. Okay, nicht mal ich würde es so caren für Kirby. Ja. Und es hieß irgendwie, weil er hat ja in der ersten direkt die zwei Modi vorgestellt, wie ein kleiner, nicht blauer Freund. Ich bin kein Blauer, ich bin ein Bauer, du Gyroskop-Kasperl. Ich habe kein Gyroskop, bist du bitte nicht gästefreundlich oder eine Glory? Ich bin keine Glory. Ich mach mich auf zum Turm des Schicksals, Scheusal. Immer nur Turm für Schicksals des Geschäftes des Augens. Wie schade. Schade. Hat der Mulan noch gesagt, habe ich vermerkt, glaube ich. Noch. Mulan! Der war ein bisschen blöd, oder? Ja, ich merke schon wieder. Der war blöd. Tschüss. Und tschüss, Bob. Und tschüss, Bob. Weißt du, wie sie damals Bob gedisst haben in einer misguided Werbung? Ich kenne eine andere Werbung, wo irgendeine Person irgendwie auf der Parkbank sitzt und sie redet mit irgendeinem komischen Modem und beschwert sich halt die ganze Zeit. Und dann sagt die Stimme aus dem Off: Sprich ruhig mit Bob, aber telefonier lieber mit Yes. Und Kein mit Stress. Yes. Kein Stress. Kein Stress.
Double KO! Doch nicht. Ich habe gedacht, er fällt jetzt da runter noch, der Blödian. Das war natürlich wieder ein Blödiab, weil jetzt haben wir das wieder nicht gekriegt. Oi, 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 oi. Weg mit der Jalousien. Ich würde sagen, ich gehe jetzt in den letzten Level, oder? Wie viel Zeit haben wir denn noch auf der Uhr? 1 Stunde und 10 Minuten. Das geht sich aus. Dann machen wir noch den letzten Level. Vielleicht gibt es dann vielleicht unlocken wir dann das Musikradar oder sowas. Ja. Um nur mich zu vergewissern. Okay. Interesting. Wir haben es irgendwie vergogen. Egal. Weil ich weiß, dass wir das mal gesehen haben und wir konnten aber nicht hin. Nur wo es war, weiß ich nicht mehr, leider Gottes. Schärfe deine Zähne. Jessica fletscht die Zähne. Oh. Doktor Alles. So, Kirby Air Riders. Ja. In der ersten Direkt hat er noch so gesagt, so, er hat halt die 2 wichtigen Modi gezeigt, das normale Rennen und halt diese Free Trial, wie das heißt, wo man halt Items aufsammelt und man sich immer stärkt und dann am Schluss ist eine Challenge. Die 2 Modi hat er gezeigt, weil irgendwie viele careten für die 2 Modi nur. Ich glaube, er hat noch die 3. Modi, wo man in der Vogelperspektive die ganze Strecke sieht und eine Runde fährt. Vogelsalat, oh. Die hat in der ersten direkt nicht gezeigt. Und er hat dann so gesagt in der zweiten direkt so es ist euch wahrscheinlich aufgefallen, dass wir diese Vogelperspektive-Mode gar nicht hergezeigt haben. Weil wir dachten, wow. Ehrlich? Ich glaub's nicht. Ich glaube, es ist ein Troll. Ja, ich glaube, das ist abgesperrt. Was? Soll das so ein böser Witz sein? Oder ein netter Witz? Was soll das? Ist das Essen ein Bait? Naja, die Musiknoten waren jetzt offensichtlich kein Bait. Vielleicht ist der Level einfach nur urkurz. Das wirkt sehr weird. Hüte des Rechts. Hüter des Rechts. Wann kommt endlich ein Chip und Chap Movie? Das gibt's doch. Verdammt. Hast du ihn gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen. Das ist eines der verrücktesten Disney-Filme oder verrücktesten Filme generell, die ich gesehen habe, weil die einfach so ich weiß nicht, die parodieren den Sonic, oder? Die tun da so ja, erstens das und die tun da irgendwie so viele Referenzen rein, die würde ein Kind nie checken. Ehrlich? Was denn zum Beispiel? Chocolate Rain? Ja. MLP hat actually eine Chocolate Rain Referenz. Das stimmt, in der Discord-Folge. Das stimmt. Aber der Chip und Chap Film ist auch ziemlich uncanny, weil es geht irgendwie darum, dass es irgendwie eine Bootleg-Fabrik existiert, die ganzen Filme irgendwie durch die Charaktere entführt und sie dann zu Bootleg-Filmen verarbeitet. Und das finde ich so uncanny, weil es ist irgendwie schon Nightmare Fuel-artig. Wirklich? Wie sie die Bootlegs dann machen und das ist irgendwie so, wow. Wie kann dieser Film einfach Trauma erzeugen? Aber wieso? Also kannst du das vielleicht beschreiben in Non-Graphic Detail? Keine Ahnung, da nehmen zum Beispiel fällt jetzt die ganze Zeit nur Aladdin ein. Aladdin? Ja, zum Beispiel. Aladdin. Ja, stell dir vor, so wird es jetzt heißen. Oder irgendwie Alibaba oder irgendwie sowas. Weil die wunderschönen 1001 Nächte sind doch wunderschön, oder? Die hat den Evil Knight immer den Clip gezeigt, oder? Das war funny. Shield Knight, komm mit mir mit. Lass uns verschwinden. Ach, wie erbärmlich, weil die arabischen Nächte, da fliegen alle umher und so. Arabische Nächte. Arabische Nächte. Du bist also hier, um Aladdin zu schauen, oder? Deine liebste Show, richtig? Schau mir in den Fernseher, was ich mich fürchte, was ich da verberge, weil du so eine Klinge am Fernseher ziehst. Ich brauche weder Fernseher noch Klinge, um das Böse zu besiegen. Shield Knight. Das bist doch du. Du bist nicht verloren.
Nein, schau nochmal. Schau einfach in den Fernseher. Da wird dir die Folge sicher total bocken. Arabische Nächte. Das war aber schon ein cooles Intro. Da muss ich mir dann nach dem Ja. Stream vielleicht nochmal geben, das arabische Nächte-Intro. Sesam, öffne dich! Jetzt geht's los! Oder wie Wirklich? Oh, das kann ich mich nicht erinnern. Wirklich? Ich glaube, so war's, bevor das Refrain begonnen hat. Das kann sein, ja. Was? Ich dachte, das Screen wird runterscrollen und da unten ist einfach ein Bausparvertrag oder irgendwas. Für mich. Gibt's nicht. Na gut. 1 Geld. 1 Geld. Wieso habe ich nicht 2? Was ist das nochmal für ein Item? Das macht mich Invincible. Ja. So, jetzt mal ohne blöd rumgespammt. Schau ich einfach mal, was ihr Pattern ist und ob das at all schwierig ist zu dodgen. Aha. Pattern. Bevor ich jetzt einfach meine Sub-Weapons da spamme und mich eigentlich überhaupt nicht konzentriere, was die überhaupt macht. Ja, schau, die schießt, das kann ich auch zurückwehren. Zumindest einen. Dann schaue ich unten. Okay, ist auch okay. Ah, okay, dann trollt mich, das ist natürlich ein bisschen gemein. Aber ist okay. Das Geld. Iblali. Und immer Iblali. Für mich ist Iblali eigentlich Ruffy von One Piece, oder? Ich finde, er ist der Ruffy von YouTube. Echt? Ich finde schon, oder? Kann auch Power einsetzen. Ja, natürlich. Macht er auch dauernd. Er ist nicht ein Schussbieter, der Ruffy. Aber weil er ein Profilbild davon hat. Achso, das wusste ich gar nicht. Ein Flitzer. Ein Flitzer. Star Wars Referenz. Du würdest es nicht verstehen. Nein, ich verstehe es nicht. Warte, die respawnen nie? Ja, ich glaube, die respawnen einfach nie. Das heißt, what you have is what you get. So sagt man so in der Techniksprache. Ja, Ne, Blali-Sprache. ich bin Iblali. Stimmt, voll. Das wäre so die Dokumentation von ihm. Wow! Wird heißen, ich bin Iblali. Aber war das Feuer repariert sogar? Ja, wirklich? Ach Ja, so. ja. Ja! Das heißt, es wäre taktisch, dass du dort stehst, wo der Feuer das dann repariert. Das wäre Tag des Sports, oder? Ich glaube. Ich mache mir Sorgen, du kriegst irgendwie nicht alle Geldsäcke immer. Mann, wen juckt's? Weißt du, was soll ich mir denn kaufen, das Geld? Es gibt nichts mehr, was ich mache. Ich habe alles im Spiel gekauft. As far as we know. Es gibt nichts im Spiel, was man für 1999 kaufen kann. Was sollte das denn sein? Ich weiß nicht, wenn man den Boss besiegt, kommt da irgendwie so der Neue allerletzte Kauf. Shop-Items? Das wäre ein Classic cooler Trope, honestly, den ich feiern würde. Okay, wenn da Das Feuer ist spawnt. jetzt zu weit. Ich kann da nicht mehr weg. Zumindest ist eins repariert worden. Hilfe! Ja, okay, das ist ein echter Möbelix-Moment. Aber ich muss aufpassen mit meinem Down-Thrust. Aber weil wie macht das überhaupt Sinn, das Feuer, das repariert? die Diagonalen sind gefährlich. Das stimmt. Ja, Feuer schmilzt. Schau, das ist eine Nettigkeit ihrerseits. Das ist so wie bei Build a Lot. Build a Bear meinst du, oder? Ich glaube, so hieß das. Build a Bear? Kann das sein? Ich kenne nur Build a Lot. Clear. Jetzt hat's geklärt. Stage? Clear. Gib Check für diesen Wortwitz, der bilingual war. Vergiss, ich nehme das über das Geld. Na gut, ich nehme. Das war so knapp. Du hast kein Geld aufgefangen. Jetzt ist sie wütend, weil ich broke bin. Hätte nie gedacht, dass du das Geld bevorzugst. Du wusstest, dass ich das Geld lieber habe, aber du bist total hoffnungslos. Hätte es einfach aufgeben sollen. Ich würde dich niemals wieder fangen, wenn ich das gewusst hätte. Offenbar hast du das Geld nicht gewollt. Was? Oh nein, als das Geld zerschmettert wurde, dringt das ganze Geld in seinem Inneren herab. Sie sammelt das ganze Geld und überall entweicht sich Geld. Es sei denn, wir sammeln diesen Geldsack noch. Der ist ja noch da. Es sei denn, du sammelst jetzt gefälligst das Geld auf.
bevor es vernichtet wird. Hier und da. Schnell aufsammeln, bevor das Geld wegfliegt. Ich war noch nie in der Geldwäsche. Komm schon, sammeln wir es zusammen ein. Wie jetzt und früher. Bleib beim Geld. Komm, Shovel. Ja, es ist noch da. Ja. Wow. Jetzt hat sich das dupliziert auch noch, so geschwind. Wow. Wo hüpfen? Aber der Boss sieht ein bisschen disinterested aus. Muss ich da jetzt hoch auf Shield Knight, oder was? Anscheinend. I guess. Hüpf! Hütchen, hüpf! Boing! Was? Ich check's Kopf, nicht. oder? Ich check's nicht. Zum Kopf. Oder vielleicht schützt sich einfach nur Shield Knight. Oh. Ja. Ah. Okay, I get it. Boah, das hat Aber- nur einen minimalen Damage gemacht. Das wird ja ewig dauern. Ich bin Wo für ist die gar nichts Hitbox zu jetzt? gebrauchen. Jeder Kopf. Ich kann vielleicht mehr in einem Cycle. Also Unicycle. Hopp. Wie es einen extra Clash-Effekt gibt, für wenn die clashen. Ja, ich kann bis zu 4 probably in einem Cycle sogar machen. Bis zu 4. Komm, hüpf nochmal hoch. Hütchen hüpf, Shield Knight, los. Wäre total inconvenient. Oh, eine Reprise von der vom Main-Thema. Das stimmt. Ist der Sound von Lady? Ukulele? Aha. Indeed. Würdest du heutzutage Ukulele spielen? Ukulele höchstens. Oh, die hat eins Stimmt. kaputt gemacht. Die macht noch eins kaputt. Oh je. Oh, jetzt hast du Uah. fast. Ja, aber jetzt hat sie ein neues Pattern beim Das- Patentamt angemeldet. Das heißt, jetzt hat sie dich Sie hat mich jetzt. Das Ganze fliegt auseinander. Das Schiff liegt raus! Boah, das war jetzt krass. Vielleicht schaffst du es nächstes In die Mal. Mitte. Das ist einfach getankt. Da muss ich sagen, thanks. Ich muss mich einfach entschieden. Die weiß wohin. Ja, die predicted das schon. Jo! Jetzt muss sie mich fangen. Zu spät. Zu spät, du bist schon hineingefallen. Alles fliegt auseinander! Wir müssen sofort raus! Gehen wir. Was? Ein Metroid-Moment. Ich bin Shield Knight. Nein, ich bin Leg Knight. Da du da bist, bitte bring ihn schnell nach draußen. Und ein bisschen Lakritze auch. Nein, ich werde ihn nicht schnell nach draußen bringen. Ich werde mir schön Zeit lassen, mich zurücklehnen, die Beine hochlegen und dann vielleicht entkommen. Nein, das mache ich zuerst, weil der Zauber ist viel zu lang, viel zu stark und viel zu durchhaltend. Du wirst schon durchhalten. Du wirst jetzt nicht einfach weglaufen. Es wird dich schon nicht zerreißen. Das ist doch eine Zerreißprobe, was? Aber ich muss euch beide mal kurz sehen. Noch ein letztes Mal. Ach, Shield Knight. Ja, bitte. Shield Knight. Nimm dir den Shield Knight und versichere mich. Melde dich bei der Versicherung an und rette ihn noch zusätzlich. Sie wird zu Jalousien. Das ist lustig. Oh. Das ist lustig. Und jetzt insgesamt. Und sie geht wieder auf. Das sind jetzt alle Dorfbewohner. Die jetzt. Aha, okay. Das haben die gesehen von da aus. Die haben zugeschaut. Auch der Krötler und der Jöppler. Wie schnell das einfach einsinkt. Das wird richtig runtergezogen. Burg Stolzmond. Night Knight war hier der Boss. Okay, das sind einfach die Kredite. Ich muss schon sagen, mein Herr. Das heißt, wir haben es durchgespielt. Jetzt muss er aufwischen. Der Jetzt muss er rechtmäßige aufwischen. König muss jetzt aufwischen. Das ist so funny, dass wir einen Epilog kriegen. Das liebe ich, wenn man einen Epilog bekommt von sowas. Apfelpfirsichteich auch. Eigentlich meine least favorite Location. Ich fand den nicht so reizvoll, muss ich ehrlich sagen. Aber sie mögen jetzt feiern. Das ist Die ja schon mal mögen jetzt etwas. feiern. Und die Tänzerin, die auch eine Musiknote abgestritten hat.
der Lichtruf, da waren wir nur ein einziges Mal und haben die Area dann gleich verdrängt. Da haben wir noch Koop gespielt damals, der Partylöwe. Eine Party. Jetzt spielt er mit der Waifu das Spiel. Boah, Aber verdient, muss ich sagen. Aber verdient. Das sind aber auch die Herzlosen von King Domi Herst. Aha. Der Eisenwal. Er wird jetzt das geraubt und er ist jetzt traurig. Er hat nur noch ein Schaukelpferdchen. Aber eine Münze hat mir ihn gegönnt. Und das Exploratorium vom Plagen Knight. Den komischen Schleim Knights, die ich komplett verdrängt habe. Fortgeschritten. Mit der Trankklasse. Okay. Der hat jetzt transformiert, ich habe nicht gesehen in was, das ging mir jetzt zu schnell. Da habe ich auch kurz weggeschaut. Verlorener Standard, da war Mole Knight. Eine verlorene Stand. Man möge den Parallax aber auch unter Betracht nehmen. Au, aber kann das nicht ich aufsammeln? Weil dann kann ich es ja nicht 100% schaffen, wenn ich das nicht aufsammeln kann. Das stimmt. Der wandelnde Reisende. Diese Gegner, die waren nervig, wenn nicht sogar nervtötend. Du meinst entnerven? Das sind diese ganzen Subbosse, die wir bekämpft haben auf dem Weg. Das war cool. Habe ich jetzt gegen Ende fast vergessen, dass es solche Map-Enemies gab wie bei Mario 3. Aber die waren auch echt cool, weil die auch alle wirklich eigene Characters waren und nicht einfach nur so Hammer Bros oder was auch immer dir der Klempner aus Brooklyn vorsetzen würde. Ja, aber ein sorgenfreies Leben. Ja, die haben es jetzt natürlich schön, dass es wie auf einem echten Luftschiff, was ja auch für die Prominenz geplant war. Auch Spartacus? Urentum, Spartacus, ja, ist einer von denen. Das ist natürlich cool. Spielzeug für die Kinder macht Tinker Knight jetzt. Und die Kinder hauen aber damit ab, ohne dass er es vorher patentieren hat lassen können. Es ist aber völlig auf die Nase gefallen. Deswegen Patent Pending jetzt. Patent Pending. Polar Knight ist so ein bisschen der Lonely Guy, der sich nur die Polarlichter anschaut. Und das freut mich natürlich. Polarlicht war auch irgendein YouTube-Dummy-Joke damals. Und dem wird das zugemacht. Dem wird die Jalousien zugemacht, weil er hat sich's nicht verdient. Aber Lucky Knight kommt natürlich her und setzt ihn ab. Endlich gerettet, endlich geredet. Mein Versprechen habe ich der Shield Knight gegenüber natürlich gehalten. Ruh dich schön aus, Shovel Knight. Auf Wiederschauen. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen. Wow, neue! Das ist tatsächlich neu. Das ist cool. Sieg einfach. Bisschen problematisch vielleicht. Shovel of Hope. Hier haben wir das sie. Spiel? Das ist aber nicht die, die wir verwendet haben. Wir haben eine andere gekauft. Ja, wir hatten eine andere. Von James Chan. Das wusste ich jetzt beispielsweise gar nicht. Schauen wir mal, ob wir irgendwen spotten, den wir kennen. Ich würde... ja, Steve Wozniak. Steve Wozniak von... Scott Wozniak. Von Microsoft. Kann auch sein. Scott in der Ecke. Ja. Der hier ist. Der hier ist. Noch viele Chen auf jeden Fall. Das finde ich cool. Was ist dein Fazit zu diesem Spiel? Sag ich dir gleich. Sag's mir jetzt. Worauf willst du warten? Nein, der David Bark. Wovor hast du Angst? Ich muss auf den David Bark zuerst Sag's warten. mir jetzt. Aber ich muss sagen, ja, das Spiel, das wirkt sehr cool, nur zu zweit ist es ein bisschen eine Chore. Nur zu zweit kommt man weit. Nur zu zweit. Schau, das ist Deutsch. Deutsch. Rolf! Der Franzose ist Words of Magic. Was haben die für Namen dort? Das ist sicher ein Pseudonym oder sowas. Ein Kosename. Mario Club? Nintendo? Aber Ja, das ist doch ein Mario. Sony-Spiel, oder? Was? Das ist natürlich komisch. Bei Animal Crossing stand da öfters Super Mario Club sogar. Es ist gar keine Baby des Spiels. Es ist gar keine Prominenz dabei, so wie zum Beispiel... Gibt's nicht Scott Wozniak auch? Nein. Das ist lustig, dass sie nicht nur Game-Tester, sondern Baby-Tester auch hatten. Aber wo ist die Prominenz? Es ist doch immer Ego-Raptor und wie heißt der? Hello You, dieser Typ. Sind doch immer dieselben. Larry Bundy. Ja, Larry Bundy ist doch bei jedem Spiel irgendwie involviert. Genau wie Ego-Raptor und so und John möglicherweise. Integrates, okay. Kitty Lams, soll das die Prominenz sein? Da kenne ich aber niemanden davon. Das ist die Z-Prominenz. Ja, ich habe da jetzt niemanden gefunden bis jetzt, aber die Liste aber ich schaue auch noch.
Warte, wo ist er denn? Watermelon Melon. Co. Vielleicht. Stell dir vor, Water Games. Sehr viele Wozniak. Wozniak, Auf jeden ja. Fall. Alle Kickstarter-Backer, die wir jetzt nicht listen wollen, sagen sie ganz höflich. Aktuell Rekord. Smaugi. Hä? Von wo weiß er das? Das ist aber cool. Das habe ich mir irgendwie immer gedacht, dass das irgendwie cool wäre, wenn ein Spiel das einfach so weiß, wer gerade der Rekord Aber dann müssen ist. sie das Spiel immer updaten. Vielleicht wird das Mal online geupdatet. Das kann auch sein. Das kann einfach sein. F-Mod wird da verwendet. Cool, auf jeden Fall. Grabungstagebuch. Ah, wir haben Der ist im 6. Stock. Stats. Das finde ich cool. Boah, bei der Burg 16 Tode. Verrückt. Wer überbietet? Niemand. Wieso sind wir bei der Burg so oft gestorben? Das ist gerade der erste Level. Flugmaschine. Ja, zu die zweit Flugmaschine war gespielt haben. honestly auch schwer. Das kann ich bejaulen. Aber der Final Boss nur 3 Attempts. War auch voll okay für den Final Boss. Wie viel Geld haben wir verloren? 60. So viel Geld. Ui, 17.000. 97%. 8 Stunden. Ja, das will ich natürlich noch. Ich will schon die 100 eigentlich. Ich will die 100 schon knacken. Außer es gibt da gar keinen Reward mehr. Muss ja auch nicht sein. Nicht jedes Spiel gibt dir was. Blaster Master hat sich gelohnt, war eine ganz andere Stage noch. Ja, aber wenn er so viel trackt, kann es gut sein, dass da noch was dahinter steckt. Ja, who knows? Who knows? Denkt sich Nase. auch. Verstehst du? Ui, hat überlebt. Kann ich auch. Barely hat er überlebt. Kann ich auch. Nicht ins Feuer. Na bitte. Okay. Schläft einfach. Baby schläft. Eingeschlafen. Baby schläft. Das machen konnte. Biene sticht. Ist das 3D? Ja, ich habe Motion Sickness. Motion Blur. Einfach ein sternübergreifendes The End. Das ist einfach die so Tricky Chan Font jetzt. Das ist einfach das ein und dasselbe Tricky Chan The End. So, hätten sie nach der Musik spielen. Da dachte ich, da musste ich sehr an Disney-Filme denken. Yachtclub. Neue Mission. Wähle abgeschlossen Shovel Knight Profil, um zu beginnen. Neues Spiel plus. Ich weiß nicht, ob ich mir das antun will. Schärfe deine Schaufel mit dem neuen Shovel Knight. Genieße die Musik von Shovel Knight zum Lauschen. Und der Lugner Lausch für ein Lugner Lausch-Ticket. Ich habe erst Jahre später erfahren, dass es die Lugner Lounge gemeint ist. Die Lugner Lounge. Lugner Lounge. Ich dachte immer, es ist Lugner Lausch-Ticket, wo du irgendwas hören kannst. Ich war hin und weg, ehrlich gesagt. Ja, so wie die Mondlicht-Lounge. Die Mondlicht-Lounge. 2 fehlen natürlich. Das stimmt doch nicht. 2 fehlen, aber ich habe das Gefühl, da gibt's was. So, Aber weißt du was? Kannst du vielleicht auf Game FAQ schauen, ob man dann irgendwas kriegt dafür oder ob dann einfach nur 100% steht. Weil wenn dann nur 100% steht, dann würde ich es maybe gar nicht machen. Weil Weißt du, was du da kriegst? Was? Das hier. Die echte Schaufel? Zeig sofort. Zeig sofort. Du musst aufstehen. Du musst dich jetzt opfern. Es tut mir wirklich leid. Kann ich jetzt da nach links? Na, ich kann nicht nach links. Geh doch nach links. Burg Stolzmar. Wo könnte das denn possibly gewesen sein? Ich kann ja auch einfach sagen, also bei den Locations kann ich dir eine Komplettlösung zaubern. Immer her damit. Immer her damit. Aber ich muss wissen, wie die Area nochmal heißt. Das Areal, es heißt Flugmaschine geschafft. Oder, was ich vielleicht zuerst machen würde, ist die Burg Stolzmur. Stolzmur. So, ich gehe da jetzt nochmal rein. Holen wir es halt und dann, wenn es kein Indiz gibt, dass es dann irgendeinen Preis dafür gibt, dann würde ich nicht nochmal den Final Boss mir antun. Ich bin in einem englischen Walkthrough und da heißt es Pride More. Kann ja auch sein. Stolz, Pride ist ja dasselbe. Stolzmonat. Pride-Monat. Okay, ja, da habe ich tatsächlich Text zum Übersetzen. Stell dir vor, sie Stolzmonat. wollen. Es gibt irgend so eine politisches
Initiative, dass sie das Stolzmonat auf die Stolzwoche ändern wollen. Wow. Oder Stolzjahr, stell dir vor. Aber dann vielleicht nicht jedes Jahr dafür, als Ausgleich. Kannst du dich erinnern, welche Webseite der Anja verwendet hat? Game FAQs. Nein, ich meine fürs Übersetzen. Ah, okay. Weil ich darf sie ja nicht Das weiß Klartext. ich. Das weiß ich nicht. Das war's nicht. Der Goldene. Der Goldene. Ich glaube, es war Hypertranslate, oder? Das klingt familiär. Das wird schon gewesen sein. Hypertranslator. Tor-Browser brauchst du eventuell. Tor! Habe ich mir gedacht. Wirklich? Jetzt sage mal, wie kann ich da nicht zum Hypertranslator hin? Oder hieß es anders? Vielleicht hieß das ja ganz anders. Ich weiß es Nein, Entschuldigung, nicht. es ist nicht Hypertranslator, sondern Hypertranslate. Ja. Der hat sich jetzt zu Fun Translator umbenannt. Fun Translator, okay. Interessant, dass das für irgendjemanden ein Spaß ist, außer für uns. Ich dachte, das ist was, das würden nur wir machen. Weil das sonst einfach keiner so lustig findet. Das Okay, der unnötige hat jetzt Übersetzen. gesagt, Translate successfully, aber ich sehe das gar nicht. Wo ist denn das hin? Versteckt. Scroll mal ganz runter, vielleicht findest du es da. Da hinten ist ja nichts, da ist nur der Jöppler wieder, den wir schon 1000-mal hatten. Ich ignoriere das. Wo könnte es sein? Bitte die Augen aufsperren. Mit einem Schlüssel. Mit dem Augenschlüssel. Boah, stell dir vor, du musst einen Schlüssel ins Auge tun. Den dann auch noch drehen. Das wäre so schlimm. Bitte stellst dir erst gar nicht vor. Das ist sowas, was in das Tribute von Panem Labyrinth oder wie auch immer das heißt, vorkommen würde, oder? Ich glaube schon. Aber schau da unten links. Da ist die erste Musiknote. Die wir nicht wollen. Die war doch hier, oder? Ah, schau, ich muss das einfach zweimal übersetzen, damit es funktioniert. Das ist ja eh okay. Schau. Da ist ein Secret, das haben wir auch 1000-mal schon eröffnet. Da ist es nicht drinnen. Es ist auch immer gut zu wissen, wo es nicht ist. Aber schau einfach nach. Ich Weil schau einfach. wir haben es jetzt schon durchgespielt. Wir dürfen, ich würde sagen, es ist einfach so. Wenn du ein Spiel durchspielst, dann darfst du die Komplettlösung verwenden. Ab dem Zeitpunkt, wo die Kredite rollen. Da geht's. Ja, ich konnte leider nicht einstellen, wie oft es das übersetzt. es gibt Und nicht ich so. weiß nicht, die haben es jetzt geblackboxt, Okay. das Übersetzen. Aber ich lese einfach mal das vor, was er mir ausgespuckt hat. Okay, ja. Das ist Auch wenn es eklig klingt. Ja, ich meine, wenn eine Webseite was spuckt, wem juckt's? Ja. Das ist ja kein echter Speichel dann. Das sind Nullen und Einser Ja, in diesem Fall. das stimmt voll. Wir haben aber da oben schon 100%. Aber Also. lieber Doppeljecken. Enthüllte Edelsteine. Starte deine Reise, indem du vom Startpunkt aus nach links gehst und über die dynamischen Plattformen springst, um die Notenblatt Nummer 23 zu sichern. Was? Ist das wirklich der richtige Level? Warte, ich prüfe selber mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwie Ja, nach also- links sollte. Es heißt Pridemore Keep, the area. Das dürfte Das ist doch eh die erste. sein. Was ist mit dem Night Knight? King Knight. Good Night. Pride Night, King Night, Good Night? Ja. Ich dachte, es geht um Pridemore. Nein. Es geht um King Knight. King Knight's Stage heißt es wahrscheinlich. Und da ist es ja auch nett. Da ist die erste, aber uns fehlt die zweite, nicht wahr? Oder verwechsel ich das jetzt wieder? Ich habe keinen Kopf mehr, sage ich dir ehrlich. Ich bin ein kopfloser Mensch. Ich schau mal weiter. Ich bin kopflos zur Welt gekommen. Weil er zeigt mir wahrscheinlich beide Secrets. Ja. Mal schauen. Verpasse nicht die Gelegenheit, die Decke freizulegen und das Emblem der Spielentwickler Yacht Club Games freizulegen. Oh, das ist ein Secret, was ich nicht wusste. oder? Wo? In dem Level jetzt? Nein, in diesem Pride Bitte More. verwirr mich jetzt nicht. Das Pride More.
Wo? Das ist doch Stolzmoor, oder? Okay, aber wo ist das? Dieses Easter Egg, Hat vielleicht eine Leiter hidden dahinter? Das wird sein! Die könnten so easy eine Leiter einfach da nach hinten klatschen. oh, da im Text kommt sogar eine Leiter vor. Wirklich? Ich schaue noch kurz. Vergiss nicht deine Angebot einzusetzen, darunter bla bla bla, das wissen wir schon. Dann, okay. Schlag nach dem Sieg über den ersten Zauberer auf das Skarbeus-artige Symbol an der Wand, um einen wertvollen Edelstein. Nein, ich will kein Edelstein. Steige eine Leiter hinter dem ersten Kontrollpunkt. Nach links soll ich gehen, gell? Das war auch ein Ding. Ah, na schau. Na schau, was da ist. Ich weiß nicht, wieso ich das nicht selber gecheckt habe. Aber wo ist dann das Yachtclub-Emblem? Da ist es einfach. Und da ist das Yachtclub-Emblem. Juhu! Toll, jetzt kann ich den Level einfach nochmal spielen. Dass man nicht einfach rausquitten kann. Das ist ein bisschen spielerunfreundlich. Das gibt einen minimalen Punkteabzug. Ja, ich glaube, den Level auf Quality of Life haben sie damals in 2000. Wann kam das raus? 14 stand, glaube ich, im Titelbildschirm. 2014 nicht erreicht. Okay, kannst du jetzt noch beim Luftschiff schauen, wo das zweite Ding ist? Jetzt beim Luftschiff. Entschuldigung. Ich speedrun das jetzt einfach. Da muss ich schauen, wie. Ist so ein Runner. Heißt die Stage Flying Machine? Yes. Mit Damage Boost. Natürlich mit Damage Boost. Ich muss leider sagen, die Translation war leider zu genau. Die war zu genau. Ja, Wie viele Sprachen hast du es denn übersetzt? Ich kann das nicht einstellen. Der Hypertranslate ist so geblackboxed worden. Kann ich irgendwie nichts mehr einstellen. Verrückt, aber auch funny. Fun rückt. Aber ich kann auch. Den Ellenbogen. Da gibt mir irgendwie so komische. Mein Name ist Katzenellenbogen. Warum gibt es auf der Webseite so viele. Katzenellenbogen. Ja. Warum gibt es da plötzlich so viele Translators? See you, Translator. See you, Translator. Achso, war ich im. Ja, ich war im falschen Hypertranslate. Wie viele Hypertranslates gibt's bitte? 2. 3. Eins davon als Hypertranslator. Verrückte Welt. Jetzt habe ich den richtigen endlich gefunden. Wir haben ihn. So ist die Start Language. Wiener Unfallskrankenhaus. Wir haben ihn. Okay, jetzt kann ich einstellen. Wie viele? Machen wir mal 90. Warte, waren nicht diese Ratten in Wo die Ratte? You Know Panasonic Blu-ray? Oh, ich kann mich an die Panasonic Blu-ray Gegner nicht. Da gab es auf jeden Fall fliegende Ratten und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das nicht einfach diese Ratten sind. Ups, ich habe das 90 Mal zum Translaten. Möglich Ja. ist viel. Müllmax. KJ sagt Yuppie! Yuppie! Hallo KJ, wir haben das Spiel durchgespielt. Juhu! Wuhu! Wuhu! Und jetzt können wir eine Firmenfeier feiern. Was ist bei dir neu, KJ? Und was ist bei dir alt? Man darf ja nicht nur sich nach den Neuigkeiten orientieren. Stream Elements hat auch geschrieben, thank you for following. Chisagi VA. Da kann ich auch noch sagen, ein großes Dank und Grüße gehen hier gleichermaßen raus. Und hier ist King Knight. Ein Eindringling, ein eindrucksvoller Eindringling. Der ist sehr eindrucksvoll. Aber ich trippe doch nicht. Jetzt muss ich der Sache auf den Grund gehen. Körpertausch. Alles Male, alles Female. Aber der Shovel Knight. Der ist Female? Der war die ganze Zeit weiblich? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe das auch nicht mitbekommen. Machen wir jetzt mal alles Male. Ja. Zufall, nein. Alles Male, bitte. Gegenteil. Hinweis. Erst Schade. Aber der Tausch wurde Schokolade. erkannt. Der wurde wirklich. Aber dann so kann ich es halt nicht direkt vergleichen. Aber das ist doch eine Frau jetzt. Du kannst mich jetzt nicht foppen, oder? Ja. Ja. Ich finde es witzig, der Hyper Translate braucht irgendwie 2 Minuten, bis er fertig ist. 2 Minuten. Aha. Wahnsinn. Ich will die Krone eigentlich, aber Kriegst nicht. wer gekrönt wird, das bist du.
Majestätisch. Majestätisch ist die erste Kreditkarte, bei der du ohne Bargeld bezahlen kannst. Wow, So, cool. es fehlt nur noch eine letzte. Schaut euch es an. Irgendwo. Okay, ich schaue es mir Bitte dann schön. irgendwo Kannst du an. jetzt bitte mitspielen? Na, mach nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich So, habe da da noch was da. zum Übersetzen, was noch Hoppala. 40 Sekunden dauert. So lang dauert der Prozess. Verrückt. Abbrechen. Amiibo! Amiibo, sagen Sie das so? Ja, Adios, Amiibo. adios amigo! Gib kurz Check, weil... Aber es kommen immer noch neue Amiibos raus und zwar jetzt kommen irgendwie so komplexe Amiibos, die irgendwie so auffällig. Entschuldigung, ich meine aufwendig. Aufwendig gekleidet sind. Die aufwendig geformt sind. Und bei Kirby Air Riders, die Amiibos, da gibt es halt zum Beispiel Kirby in dessen Gefährt. In seinem Element, oder? In seinem Element, in seinem Gefährt und das kann man einfach austauschen. Also das Gefährt und Kirby. Aber ist Mit auch in einem einem anderen Racer. Geschwert. Das geht auch. Wirklich, Kirby im Geschwert, das wäre cool. Der Mani-Style hat früher immer statt Geschütz Geschwert gesagt. Das fand ich sehr iconic. Iconic Mani-Styler-Moment. Sehr. So, ich iconic. hab die Remembrance, dass es relativ am Anfang war, dieses Secret eigentlich. Tja, ich würde dir gerne das Secret verraten, aber der hat es mir irgendwie schlecht übersetzt. Na, macht ja nichts. Aber ich will irgendwie den alten Text entfernen, der lässt mich das nicht. Das Text-to-Speech. Der zu sprechende Text. Der Text, der zu sprechen wäre. Ja, irgendwie, da hat man den Text ruiniert, weil als Ergebnis vom 90 Mal übersetzen ist: Geliebte Göttin, die Reise ist vorbei. Platziere Aussparungen in Treppen und Wänden. Dies ist nicht der Fall. Nach dem Test startest du einen neuen Test. Klicke auf das Spielerfeld. Versuche die folgenden Fragen zu beantworten. Durch die Tür in der Wand 4000, 4000, 4000, 4000, 4000, 4000, dann irgendwie so 30 mal 4000, dann irgendwie 00, 400, 40, 00, 400, 40, 40. Na, was ist denn das für ein Schmarrn, Ich weiß auch nicht. was er uns hier vorgaukelt? Was hat er mit meinem Text gemacht? Immer wenn ich so Mittelalterfestwerbungen kriege, dann wird immer von Gauklern geworben. Nicht Gaunern? Das wird's gewesen sein. Okay, ich übersetze Natürlich. es nur 30 Mal. Du übersetzt es Nutella, Ich übersetze es Nutella. aber Nutella ist gut. Für die Seele. Kannst du dich noch erinnern an diese Werbung? Ja, Hat mich auch total aber hast du es drauf? Äumelt. Nutella. Hast du es drauf? Ist natürlich iconic. Es war safe hier oben. Es war in dem Safe Screen. Iconic. Es war safe iconic in dem Screen, da ganz oben. Du musst einfach den Magier killen und da dahinter ist die Leiter. Ja. Und da ist es. Wow. Da ist es. Da waren wir ja schon. Da sind wir noch nicht drüber gekommen, aber jetzt können wir. Wow. Gesehen? Gesehen? Ja. Stell dir vor, da wäre die andere Note gewesen. Nein, nein. Nein, nein, Josh. Nein, Josh. Die haben wir schon. Okay, ja, die Übersetzung sieht jetzt weniger kaputt aus. Die kann ich dir jetzt Wir vorlesen. brauchen doch keine Übersetzungen mehr. Wir haben sie alle. Aber ich kann Wir haben dir... sie alle. Kannst du schauen, ob es noch irgendwelche Secrets oder Easter Eggs oder sowas Ich gibt. kann dir sagen, ob da irgendwas Lustiges ausgegeben wurde. Zum Lachen. Mhm. Ich liebe es zu lachen. Du nicht auch? Aha. Erzähl den kleinen anderen des Lesegeräts und dreh den Bildschirm, wenn möglich. Den ganzen Bildschirm so. Aha. Du kannst ihn nicht verlassen, also geh zum nächsten Ort, geh nach unten und suche deine Freunde. Was ist ja für ein... Lasst mich doch rüber. Ich will das jetzt einfach nur noch geschafft haben. Hinter der kleinen Truhe befindet sich eine zweite Truhe und eine kleine Truhe und eine Truhe. Na, wie viele Truhen. Wenn du am Flughafen ankommst, entspann dich in der Küche.
Wechsle von Wand zu Wand und verdiene Geld. Die Luft sollte die Wand nicht erreichen, um die versteckte Seite des angrenzenden Badezimmers nicht zu berühren. Achte auf die Ampel. Hebe das Relikt auf. Spring und verschwinde. Du hörst, dass der Tunnel geschlossen ist, weil im Erdgeschoss Musik gespielt wird. Wieso wird da irgendwie ein ganzes Wohnhaus beschrieben und auch andere Facilities? Das ist so eine Lüge. Das ist überhaupt nicht, was in Shovel Knight realistischerweise passiert. Wild, aber lustig. Mach jetzt mit auf Let's Be Wild, AT. Kannst du noch? Ich bin Wild Woody. Wild Woody. Kennst du noch Wild Woody? Der war cool. Das ist irgendwie so die motivierte Form von Woody aus Toy Story. Ja. Wild Woody. Cool. Ja, Wild Woody, das ist ein Jump and Run. Oder nur ein End Run vielleicht. Ich will den Jack Point, bitte. Danke. Danke. Leute, die unironisch Danke mit Ö aussprechen, nicht wahr? Oh ja, das mache ich. Hab ich nicht recht? Das mache ich seltenst, aber gerne. Okay, jetzt habe ich es mal 10-mal translated und da schaue ich mal, ob ich da was Humorvolles rauslesen kann. Den Humog meinst du? Ist der Humog oder ein Humbug? Okay, der Text ist auch witzig. Beim Verlassen des Flugzeugs schlagt ihr gegen die Südwand, um zu den Händlern zu gelangen und einen Platz mit einem Auto zu bekommen. Ja! Blue Rage erscheint nicht. Tja, aber ich hab's fast. Ich hab es fast. Also kehrt ihr in den Innenbereich zurück, um die Schönheit zu entdecken. Die Schönheit und das Biest. Ich freue mich schon. Second-Person-Modus hinter den Mini-Managern. Bewegt und zieht Essen, um Essen zu erhalten und um zu spielen. Hochinteressant. Aber sind das alles real Easter Eggs oder ist da eine... Das ist einfach derselbe Text, den ich einfach immer weniger und weniger übersetze. Immer weniger und weniger. Okay, so arbeiten also die Profis heute. Okay. Ich weiß nicht, wie ihr auf den Text kommt. Wenn ihr mit dem Flugzeug zum Bezahlen am Flughafen fahrt, achtet auf die Art der Tasche. Um diese Pfanne von der amerikanischen Stimmung zu befreien, nehmt euch etwas Zeit, um die Oberfläche und die Ecken oben und an der Seite zu löten. Macht das Richtige und schafft es durch das Feld. Ohne aufzustehen und dem Händler für 4000 Gold zu verkaufen. Fliegt und fliegt am Boden, indem ihr mit den Armen wedelt. Fische könnten am anderen Ende des Musiktisches sein. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt noch hilft. Oder ob das nur ein Gejohle ist von den Entwicklern. Oder von dem Game FAQ-Autor. Aber nicht vom Hypertranslate. Na, der ist vertrauenswürdig. Ja, den würde ich niemals beschuldigen. Die Kinder jaulen. Okay, ich schau mal, ob es bei 5-mal Übertreib übersetzen. halt gleich. Ob bei 5-mal übersetzen, die immer noch wild werden. Jetzt wieder zum Hokus Pokus. Hokus Pokus ABC 1, 2, 3. Kennst du die Sims Hokus Pokus? Die helfen dir. Die helfen ihnen. Ja, ja, ja. Das habe ich jetzt wieder gesehen, weil ich das Highlight-Video ein bisschen schon gecuttet habe. Das hat mich sehr belustigt. Ja, der Jimmy hat wirklich seinen Ellbogen so rausgehalten, so während er im Bus war. Jimmy hält den Ellbogen raus. So, jetzt haben wir alle. Ist echt dumm. Ciao. Das ist wirklich krass. So, kannst du jetzt mal unironisch auf Game FAQs schauen, ohne Jetzt im Hypertranslate. Floritz drauf. Ja. So sieht's dort aus. Ja, ich schau mal, ob ich da was Krasses finde. Aber du hast ja 5 Noten. Du kriegst eine 5. Nicht genügend. Verlassenes Heiligenstadt. Bravissimo, Schädel, Violinen und Publikum. Alles, was ich jetzt noch brauche, ist eine Frage zu stellen. Unglaublich, du bist ein Held, du bist ein Historiker, ein Mäzen. Ein Opus. Und da ist auch ein Babyrissimo. Auch mit schönen Künsten geleistet. Musikinhaber. Bis jetzt der Musikinhaber.
Ist jetzt der Copyright-Holder. Und der Shareholder. Der Stakeholder auch noch. Okay, jetzt drücke ich auf die 3x-Taste und gehe sofort auf Abbrechen. Weil jetzt haben wir alle. Und jetzt gehe ich zurück zum Titelbildschirm. Jetzt gehe ich auf Heldentaten und schau mal, ob da irgendwas ist, was ich verpasst habe. Ich habe das Spiel gespielt. Ich habe das Musik gespielt. Ich habe 5 geangelt. Ich habe mich eingedeckt. Ich habe alles gekauft, sozusagen. Ja. Ja. Aber schau, 17 von 45 habe ich gesammelt. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Und 17 von 105. Achso, ja, warte. Das okay. Gespielt. Plague Knight hat eigene Sachen, Spectre Knight und King Knight, aber Shovel Knight ist der Held des Tages eigentlich. Schau, besiege einen Feind mit Hilfe eines Relikts. Wow. Was ist denn ein Relikt? Nein, war nicht. Das können wir vielleicht noch probieren. Ich schreie, okay, netter Hut. Ja, triff Feinde 30 Mal mit einem reflektierenden Projectile. Hält der Halle, ja, okay, trifft sich gut. Halle von den Reisenden besiegen. Bergfest, okay, ist auch gut. Die Spenditorenhosen, das ist, wenn man viel Geld ausgibt, nicht mal ein Kratzer. Ich spiele um mich an den Level durch, das habe ich keinen Bock. Ich spiele das Spiel durch, ohne zu sterben, habe ich keinen Bock. Pfennigfuchs, ich spiele das Spiel durch, ohne Geld auszugeben. LOL. Plattformheld, ich spiele das Spiel durch, ohne eine bodenlose Frechheit zu begehen. Held der Steine, zerstöre jeden Kontrollpunkt im Spiel, mache ich auch nicht. Erster Kauf, zweiter Kauf, dritter Kauf. Feuerball, besiege einen Feind aus über 25 Blöcken Entfernung. Krass, dass ich das eigentlich nicht gemacht habe, weil ich habe den oft verwendet. Eine andere Dimension, sammle 2000 Gold auf Dornen, indem du auf einem diese Medaillons. Superkugel. Superman. Binnen 5 Sekunden. Fliegende Fäuste, ja, das ist auch alles. Das sind alles so irgendwelche Sachen, wo sie dem Praktikant gesagt haben, hey, wir bauen Achievements ein, überleg dir mal was. Also es sind nicht actual Content related. Reflektiere über deine Sünden, lass die anderen das Gleiche tun. Der Erstbogen, Heldentat im Flug, besiege 3 Gegner. Bumm, besiege einen Kriegshorn. Platz mal, walze 5 Feinde nieder. Ich lebe nicht. Okay, krass, dass wir das mal geschafft haben. Wahre Schaufelfertigkeit, spiele das Spiel durch ohne Relikte auf. Was sind denn jetzt die Relikte? Ich weiß nicht. Beeilung, schließe ich wieder in 1,5 Stunden ab. Unmöglich. Ordner vom Hamster. Was ist so da? Da ist das Geld. Da ist das Geld. Auf dem Punkt zerstöre alle Kontrollpunkte und schließe ein Level trotzdem ab. Unversehrt entkomme der Universität aus einem Kampf gegen einen Ritter. Okay, ja, das interessiert mich auch nicht. Schließe ein Level ab mit weniger als 25 Schaufeln. Auf einer Diät, schließe ein Level ab ohne was zu essen. Funken, schließe einen Endgegner ab. Du bist gefeuert, schließe Black Knight ab. Scherzfrei, höre dir alle Scherze an. Oh, das Jongleur, beeindrucke Mona ist ein Vampir. Bettalarm, sammle einen kompletten Level ein. Hula-Hüpfer, springe 5 Sekunden. Vergiss das, werde ich nie machen, nur du. Okay, honestly, da ist nichts interesting, außer die Relikte, weil ich muss ja nur einen Feind mit Hilfe eines Relikts besiegen und das habe ich nicht gemacht. Das ist offensichtlich irgendein Feature, was ich ignoriert habe. Ich gehe jetzt in den ersten Level und jetzt schaue ich. Aber das Achievement, was ich auch sehen will, ist alle Flachwitz zu sehen. Nein, das können wir dann auch noch machen. Was ist denn jetzt? Ist das Relikt? Ich habe irgendwie an das jetzt gedacht ursprünglich. Ich dachte... Ja, das sind ja Relikte. Ja, du bist im Relikte-Menü, oder? Ja. Oder wird gemeint, mit jedem Relikt muss ich zumindest einen Gegner besiegt haben. Also praktisch einfach verwende jedes Relikt mal im Spiel. Das lasse ich mir nämlich noch einreden. Ich glaube, mit der Dampfwalze habe ich niemanden niedergewalzt. Aber wir jetzt schon nur die Beine hochlegen, so waren wir auch noch nie drauf im Stream, glaube ich. Na schau. Wow. War ja mal wieder klar.
So, jetzt gehen wir noch zum Jöppler und holen uns alle Flachwitze ab. Gehen zurück zur Karteikarte. Und dann würde ich sagen, können wir es eigentlich als durchgespielt considern. Es gibt ja noch die anderen Spiele, don't get me wrong. Und vielleicht schaue ich noch ganz kurz in den Heldenmodus rein, beziehungsweise neues Abenteuer plus minus. Neue Jahreszeit? War es immer schon Herbst? Bin ich jetzt bin ich ganz komisch jetzt. Ach, ich bin so schlecht drauf. Einfach schlechter Laune. Wenn mich jemand aufheitern könnte, bloß. Ja, ich probier's mal. Warum sind die Zigeunerräder nicht am Ball? Weil sie keinen Bock hatten. Das war nicht so toll. Ich bin ach so schlechter Laune. Vielleicht kannst du mich ja vielleicht aufheitern. Vielleicht. Ach, vielleicht. Warum ist King Knight vielleicht zum Zahnarzt gegangen? Weil er eine neue Krone gelesen hat. Juhu. Schau in die Krone. Schau in die Beule. Ach, ich bin ja so schlechter Laune. Kannst du mir auch einen Witz erzählen? Nein. Ach, ich bin so schlechter Laune. Vielleicht kannst du mir einen kleinen Witz erzählen? Ich probier's einfach mal. Warum sind die Ratten im Uhrenturm einfach keine guten Haustiere? Weil der Turm kein Haus ist. Habe ich gerade jetzt gar nichts verändert? Du hast tatsächlich geändert. Ich habe was geändert? Okay, ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Ach, ich erzähle dir noch einen Witz. Warum haben Narren im Mittelalter so wenig Geld? Ihnen fehlen einfach die Mittel. Alter. Jetzt hast du nichts verändert. Jetzt habe ich wirklich nichts verändert. Hat ihm aber auch nicht geholfen. Ich bin ach so schlechter Laune. Kannst du mich vielleicht heilen mit einem kleinen Lacher? Warum waren die Narren im Mittelalter so arm? Ihnen fehlten einfach die Mittel. Aber das waren ja jetzt alle. Vielleicht, weil du den Joke richtig erzählt hast. Ich probier's nochmal. Warum sind die Schneewölfe so leise? Weil keiner Heul doch gesagt hat. Einfach so ein deutscher Witz. Ist auf Englisch sicher. Cry hard, keine Ahnung. Ja, wirklich. Ich probiere dir einen Witz zu erzählen. Was gibt's denn zum Frühstück? Was gibt's denn zum Frühstück? Wir werden es wohl nie erfahren. Ich erzähle dir noch einen Witz. Warum ist Mona Lisa? Weil Lisa Mona ist. Problem damit. Es ist random, welchen Witz er erzählt, denn es ist eine Chance, ob wir da jemals alle hören werden. Chance Time! Warum ist Treasure Knight ein Psychopath? Weil er tiefgründige Probleme hat. Ach, dieser Sack, dieser blöde Sack. Ich erzähle dir einen Witz. Warum ist Treasure Knight ein Psychopath? Weil er tief ist. Yo. Kannst du mir mal etwas sagen? Kann ich nicht. Ich stehe, was so schnell weggeht. Ach, kannst du mir bitte was erzählen? Ja, ich erzähle dir was. Warum sind die Zigeunerräder weggerollt? Weil niemand sie aufgehalten hat. Ziegeleitenclub-Ding. Der Ziegeleitenclub. Aber es liegt nicht zufällig daran, dass du die... das hat man schon. Warum ist King Knight kein Zahnarzt geworden? Nicht, dass du die zweite Option wählen musst. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich hatte mich ja mal bei dem Saftladen beworben. Das ist vielleicht ein Softladen. Das ist aber wirklich so. Okay, das sind ganz andere Witze jetzt. Unlocked. Cool, hey. Nochmal. Wie hat sich Batz im Orden der Gnade gefühlt? Wie ein vollkommener Batz. Okay. Findet er nicht komisch, war auch nicht komisch. 0,1 Ritter kommt jetzt auch noch vorbeigelaufen. So. Neuer Schüler, neue Fragen. Aber wer fragt die Schüler um Waffen und Schaufelklingen? Weil sie sich auf die Schippe nehmen lassen. Das war ein Anti-Witz jetzt. Das war einfach ein Anti-Witz. Das war ein Anti-Witz. Dass er jetzt mit solchen Mitteln daherkommt, der Shovel. Ich wollte neulich ein paar Fäden abholen, aber der Schmied meinte, Fäden lassen sich Handschuhe. Zeit? Ist es vom Buch nicht lustig? Gibt's das wirklich? Ja, es ist wirklich... Hast du gehört, Tinker Knight hat das kleine böse Kritzelbuch. Er hat sich zu Freunden dazu gebastelt und ging dann zum Baumarkt. Aber kennst du die Comic-Serie Nicht lustig? Ja. Hast du gegen den Kampf von Polar Knight gehört? Es ist eskaliert.
Mein Gott, Krötler, wann kannst du aufhören, Witze zu wollen? Der Apfel-Pfirsich-Neid. Gleichgesinnt wie ein Apfel und logisch wie eine Birne. Logisch wie eine Birne. Wahrscheinlich ist so in dem Sprite-Sheet vom Krötler ist ein Lachsprite, da steht unused daneben. Das würde ich feiern. Eine ganze Feier würde ich feiern. Was gibt es heute zum Frühstück? Wiener? Ich hab's nicht Hat er gesehen. ernsthaft jetzt Wiener gesagt? Ich lache mich gleich schlapp. So, ich mache noch einen und mehr ist es mir nicht wert. Wo ist Mole Knight die ganze Zeit? Beim ganzen Spaß. Der ganze Spaß, die ganze Zeit. So, ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt und ich drehe jetzt ab. Nein, ich schaue mir jetzt noch den Heldenmodus an. Okay. Bist du sicher? Ist die Wertung dann langsam und langsam gesunken? Spiel Plus mit Plus? Neuspiel Plus starten? Nein, weißt du, was ich jetzt tue? Ich verkaufe mein Super Shampoo. Einfach mal kopieren. Du kopierst den 4. Bezirk auf den 5. Jeder muss es probieren. Mach mich nicht zum Blöden. Du musst das Kopieren beenden. Wow. Sag mal, geht's noch? Da will ich es hinkopieren. Ach, in den 6. Bezirk. Wie kann ich es bitte beenden? Ah, okay, jetzt habe ich es beendet. So. Plus. Yes! Dies kann nicht! Habe ich ja schon gemacht. Boah, wie du extra die Reservenanzeige von Crash Team Racing auffüllen musst. Spiel Plus. Und was kann das Spiel Plus? Schauen wir einfach mal rein. Vielleicht merken wir es ja. Wenn wir es nicht merken, dann kann es nicht so toll sein. Ja. So, Die Story geht weiter, weil das ganze legendäre Abenteuer ist komplett umgezählt und die Heimat erst recht. ist auch umerzählt jetzt. Ist auch unerzählt. Von allen Helden hat es niemand geglaubt. Nur ein strahlender Shield Knight und ein strahlender... Ein Schalneid. Ein Shal Knight hat eine gemeinsame Reise bis zum Turm des Schicksals gewirkt. Und auch der Zauber dazu hat Jetzt auch habe ich es geskippt, weil... Weil wir kennen es schon. Bis jetzt Shield Knight? Ich habe einfach alles! Aber ist das der einzige Unterschied? Ich habe auch einfach meine Rüstung. Ist es... Ist es wirklich einfach nur... praktisch... Alles wurde resettet, außer meine Items? Ich meine, das ist ja oft so bei New Game Plus. Aber oft gibt es dann noch irgendeinen Schmankerl. Oder ist es irgendwie schwerer oder so? Ich frage mich, ist es nicht wie Kirby's Dr. Extra Game ND? Aber ist es da nicht Dragster. zumindest schwerer beim Dragster Game? Ja, das ist auch meine Interpretation oft vom Neues Spiel Plus. Aber das ist ja jetzt nicht schwerer. Vielleicht wird es schwerer. Vielleicht ist irgendwie so die Difficulty Curve urarg, sie am Anfang einfach ist und dann gegen Ende insanely schwer. War der schon mal da? Kann eh sein. Vielleicht nehme ich auch mehr Damage oder... Kannst du das einfach mal googeln? Aber unironisch googeln. Eine Bombe, die hat er sicher nicht gedroppt im ersten Mal, aber... You just dropped this. You dropped this. Ja, kannst du einfach Shovel. googeln, was macht New Game Plus? Shovel knickt. Shovel. Game Plus. Ist jetzt abgeknickst. Na super, jetzt haben wir einen Knickser drin. Weißt Okay. du noch, von wo das ist? Nein. Okay, macht nichts. Sage ich dir auch nicht. Haha. Okay, schauen wir mal. While it entirely resets stages and story progress, the protagonist of each campaign retains all purchased upgrades, items and gear and other collectibles. Tja, das klingt auf den ersten Blick lame. Okay, ja. Aber, schauen wir mal. Ich Es hat mein, Key Differences. ja, gibt's welche? Oh ja, wie schon du predicted hast, the protagonist takes twice as much damage. Wow, wie ich es einfach wusste. There are fewer healing items found in stages. Notably, all chickens in the game are replaced with bombs. During the Battle Royale, every second platter contains a chicken while the others contain bombs. Stages contain fewer checkpoints. Ah, okay, okay. Und speziell für Shovel of Hope
In Shovel of Hope, the items totals menu access by pressing select on the stage to see which music sheets are missing is only accessible after beating the last stage or entering New Game Plus, unlike Plug of Shadows. Aha. The Goat Armorer appears in the village in the same screen as the Goatician. That's it. Okay. Das sind die einzigen Unterschiede. Na gut. Also zusammengefasst, du hast alle Upgrades, die Leben verlierst du doppelt so schnell und statt den Hühnern sind jetzt Bomben, die dich... Ja, ich habe schon gemerkt, dass da waren einige Bomben, wo ich mir gedacht habe, das war safe nicht so ursprünglich. Okay, aber ich glaube, ich drehe jetzt auch einfach ab, weil... Wow, perfekt. So, ich gehe zum Titelbildschirm und schaue ich noch ganz kurz Die anderen Bezirke. die anderen Bezirke an. So, warte mal. Showdown, vergiss es. Was ist nochmal bei den Herausforderungen gewesen? Ankerbrot. Achso, das sind literally einfach so kleine Mioni-Aufgaben. Überlebe einfach, okay. Und da haben wir offensichtlich mehr unlocked oder das generell unlocked, das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht generell unlocked? Aber ich habe nur ein Leben da, das ist lustig natürlich. Aber ich habe den Anker, das ist, Ja, voll. das ist wieder eine kleine Hilfestellung. Das ist, ich meine, ja, das ist ganz nett, wenn man darauf Bock hat. Habe ich jetzt nicht. Aber Würde ja, jetzt Thomas Gottschalk sagen. der würde wirklich... Wie lang noch muss ich überleben? Ich schaff's nicht mehr. 15. Ich habe ja keine Anker mehr. Aber ich habe noch der Mann. Der verhöhnt. Der Mann, der verhöhnt. Dieser verhöhnende Mann. Oh, ich habe Ganz eigentlich nicht. 2 Hitpoints sogar. Ja. Juhu. Jetzt fällt er runter. Lol. Deswegen lustig, wenn uns dann doch invalidated wird. Okay, die Animation, dafür hat es sich gelohnt, allein für die Animation. Wow, ist ein Backlog-Score dadurch wieder ein bisschen gestiegen. Backlog, maybe. Also muss ich jetzt ein bisschen denken an die Smash-Brüder Missionsmodus. Mit dem Amiibo? Amigo! Bei mir. Nein, ich wollte das bei eigentlich Brawl. nicht. Ich wollte das einfach nicht. den Boss Tschüss. innerhalb von einer Minute besiegen. Sondern was ich eigentlich noch als allerletztes checken will. Versprochen, es ist das letzte. Okay, ich kann unterschiedliche Menschen spielen. Und Partner? Menschen und Partner. Shovel of Hope. Aber sind das dann noch eigene Spiele oder ist es dasselbe Spiel mit anderen Charakteren? Das weiß ich natürlich nicht. Hier wirfst du mit Bomben natürlich. Kannst Okay. du auch anspielen. Ja, ich tue es jetzt mal anspielen. Ja, okay. Ich hätte nicht Plug Knight. Ich nenne jetzt einfach Saturn-Buchstaben. A, Du wieder. D, Du wieder. L? Der Kandolm ist das. jetzt Kandolm. einfach. Das ist einfach der Kandolm. Aber okay, interesting. Zweiter Bezirk. Und jetzt bin ich ein Spaßvogel, weil jetzt wähle ich nochmal Shovel Knight. Shovel of Hope. Aber konnten wir nicht irgendwo... Hatten wir nicht eine Selection, wo wir nicht die Charaktere, sondern wirklich das Spiel selecten konnten? Oder bin ich verwirrt in meiner Birne? Jetzt sag du den nächsten Buchstaben. Y. Ja, du wieder. O. Du wieder. Z. Ganz unhinged, jetzt reicht's mir aber. Körpertausch sage ich einfach mal ja dazu. Okay, das ist irgendwie ein urfunny Feature. Ach so, da kann man runterscrollen. Das habe ich vorher nicht gecheckt. Man kann es bei allen einstellen. Das ist so ein Feature, was ich noch nie gesehen habe irgendwo, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Okay, wählen wir jetzt nochmal den Kandol. Kandol. Plague of Shadows. Ist ja nicht Plague Nur Knight. um zu sehen, ob das ein eigenes Spiel ist. Ahahaha, vor einer langen Zeit waren wir alle ungezähmt und alle Abenteuer ebenso. Das skippe ich jetzt sofort. Das skippe ich jetzt einfach sofort. Sind einfach. Der Chef ist beim Labor und zwar schnell im Labor. Ich will nicht das Versuchskaninchen spielen, deswegen Beeilung mit dem Bombenschub.
Krass. Aber wer ist jetzt der echte von den zwei? Die sind beide Fakes, oder? Beides fake für die Wissenschaft. True für die Wirtschaft. Da ist unser Wirtschaftsstudent. Okay. Aber es ist schon ein anderer. Das ist nicht der erste Level. Das ist ein bisschen ein anderer erster Level. Das ist vielleicht ein anderes Spiel schon. Und er kann Doppelhüpf. Aber nur zweimal. Und dann schießen? Oder wie soll ich jetzt darüber kommen? Boah. Wie er ausholt. Ah, okay, ich kann mich zum Explodieren bringen. Ich meine Kompositionen. Ich meine Präposition. Ich meine Präposition. Wie er einfach scooten kann. Aber er kann natürlich nicht, er kann nicht thrusten. Aber er hat eigene Coins. Das ist cool. Es ist wirklich interesting. Aber ist es irgendwie Munition? Es ist da schon irgendwas los. Wow, die Birnengranate. Die Birnengranate zum Beispiel? Warte. Okay. Ich meine, ich will jetzt gar nicht zu viel damit engagen. Weil ich meine. Schauen, ob es Spaß macht. Ja, schon. Aber weißt du was? Lassen Sie das. Es ist ähnlich genug. Es ist auf jeden Fall kein ganz eigenes Spiel. Ja. Aber was mich interessiert, es gab ja eine Battletoads Extension zu Shovel Knight. Okay. Ist die hier enthalten oder ist das irgendwas eigenes? Boah, 5 Leben. Erstens, ich weiß es nicht und zweitens, was wollte ich überhaupt sagen? Nein, ich kann mich nicht erinnern, ob wir da eine Battletoads Extension haben oder ob das eventuell in einem anderen Shovel Knight Teil war. Weil es gab ja mehrere Shovel Knight Spiele. Ja, und ich habe irgendwie jetzt einfach gedacht, weil es da so viel zum Selecten gab, dass das einfach praktisch eine Collection ist mit allen Schaufelrittern. Aber ich bin da so gar nicht in the know. Ich habe irgendwie immer gedacht, es gibt das eine Shovel Knight und das hat so 1000 Updates und Extensions und DLC. Ja, aber dein Geld ist sogar grün. Dann beende ich jetzt. Weil mit grünem Geld handle ich nicht. Anyways, ich würde sagen, das war eigentlich das Stream für heute. Wir haben es jetzt durchgespielt und jetzt ist es natürlich interesting, was der Shovel Knight noch hergibt in eventuellen Secrets oder Extensions oder Sequels, das wollte ich sagen, nicht Secrets. Ich sage auf jeden Fall Tschaußen, macht Pausen, Tschüssikowski, Waschnikowski, ciao mit C. Was Ja. ist deine Backlogged? Mann? Backlog. Weil wir ja heute den Forger gesehen haben. Ja, voll. Also ich wäre... Es ist sehr schwierig. Ich war eigentlich die ganze Zeit auf eine 4,5 gestimmt, weil mich das Spiel nur impressed hat. Und jetzt bin ich am Überlegen, ob ich es doch reduce auf eine 4 von 5. Aus 2 Gründen. Erstens, weil du nichts kriegst, wenn du alle Musiknoten sammelst. Ja. Wo ich meine, das muss ja nicht sein. Das macht das Spiel ja nicht schlechter, aber es hat irgendwie ein bisschen, ich habe es mir erwartet und dann habe ich nichts bekommen. Und zweitens, weil man nicht die Items sammeln kann und dann den Level beenden kann. Was Ja. ich finde es ein bisschen unnecessary, dass man den Level dann fertig spielen muss. Es gibt eigentlich keinen Grund dafür in meinen Augen. Und deswegen mal schauen. Ich bin noch im Überlegen. Ich werde auf jeden Fall eine Review schreiben mit entweder 4 oder 4,5. Das weiß ich, aber was es wird, das muss ich noch, da brauche ich noch Bedenkzeit dafür. Vielleicht Research auch, also vielleicht schaust du, ob die anderen Teile irgendwie mehr hergeben, also Plague Knight und das andere. Ja, voll, natürlich. Das könnte ich schon. Aber ich finde Shovel Knight, es gibt so einen Punkt, wo man würde ja denken, okay, wenn ein Spiel noch mehr extra Content hat, dann muss es ja besser sein, weil du hast einfach dann mehr Sachen. Aber ich finde, es gibt einen Punkt, wo der extra Content eigentlich nichts mehr addet. Und ich meine, ja, es ist schön, dass man jetzt Plague Knight und die anderen noch hat. Und vielleicht ist es cool, ich habe es jetzt auch nur angespielt, ich kann jetzt nicht ganz judgen. Aber es juckt mich jetzt nicht so sehr. Ich habe das Gefühl, also ich habe jetzt nicht so Bock, weil ich denke, da werden jetzt nicht wirklich andere Level sein. Also... Und auch diese Challenges, das ist so, ja, nett, dass es die gibt, aber auch wenn es die nicht gäbe, das würde jetzt an meiner Review nichts ändern, würde ich mal denken. Ich muss ein bisschen so darauf achten, dass ich nicht mit einem Tam in diese Falle, dass ich dann
Content addet, der eigentlich nichts wirklich addet, so vom Spiel her. Ja. Aber naja, im Großen und Ganzen fand ich das Spiel grandios und ich bin echt im Überlegen, wie viel habe ich Celeste gegeben? Habe ich Celeste 4 Sterne gegeben oder 3,5? Ich weiß gerade nicht. Ich vermute 4. Soll ich jetzt nochmal nachschauen? Ja. Weil Aber es ist genau Uhr. Genullner Uhr. Oh lol. Weil ich tue auf Backlog dann natürlich auch immer schauen, okay, was sind die anderen Spiele mit 4,5 Sternen? Ist es wirklich so gut wie die? Oder kann ich es eher in die Schublade stecken von meinen 4-Sterne-Spielen? Und was sagen die anderen? Das ist für mich kein Faktor und ich versuche mich da auch nicht beeinflussen zu lassen. Ich will eigentlich meine Review schreiben und erst danach schauen, was andere sagen. Weil bei Blaster Master, dem habe ich ja 4,5 gegeben, gell? Blaster Master Zero. Und dann habe ich gesehen, dass viele das eigentlich viel lower geratet haben und gesagt haben, die Sequels sind viel besser. Und ja, ich will nicht, dass das irgendwie auch meine Vision benebelt. Sondern ich will einfach... Ja, ich war impressed von dem Spiel. Und das ist, was einfach ich davon halte. So. 4. Ich gebe jetzt mal 4 Sterne, ob da Celeste dabei ist. Anstatt... Ja, Celeste habe ich 4 gegeben. Unter anderem auch Tom and Jerry House Trap, auch ein 4-Sterne-Spiel, obviously. Aber es ist auch unironisch, das meine ich auch wirklich so. Obwohl Celeste Autosave hat. Ja, ich finde Shovel Knight und Celeste sind sehr comparable. Ich habe irgendwie initially gedacht, okay, Shovel Knight mag ich noch mehr als Celeste. Aber ich meine, ich bin jetzt auch biased, weil ich habe es jetzt gerade durchgespielt, ich bin jetzt mal gesättigt von dem Spiel. Ja. Und ich hätte jetzt wieder mehr Bock auf Celeste, aber das ist auch total klar. Weil jetzt habe ich so viel Shovel Knight bekommen. Jetzt schaue ich mal kurz, welchen Spielen habe ich 4,5 gegeben und kann sich Shovel Knight mit diesen Spielen messen. Zum Beispiel Clash at Demon Head. Keine Chance. Professor Tim. Keine Chance. Rayman 3. Niemals. Battle Kid 2. Nein. Obwohl, ja, kann ich nicht einfach 4,25 Sterne geben? Weil ich finde, das wäre wirklich so. Es ist so right in between. Es ist echt schwer. Ja. Ich bin noch im Überlegen. 4,5 sind schon wirklich ganz hochkarätige Spiele. Da habe ich dann noch Hotshot Burn, finde ich, ist ein Burner auf jeden Fall. Das ist nicht die höchste Wertung, die man gibt, weil irgendwie 5 Sterne eine Joke-Wertung ist laut Forger. 5 Sterne ist für mich, ist keine Joke-Wertung, aber ist eine Wertung, ist eine Bias-Wertung. Okay. Also da muss das Spiel gut sein und ich muss einen Heavy Bias dazu haben. For whatever reason. Ja. Das stimmt. Aber ich finde, Bias spielt bei mir schon eine Rolle und das gebe ich auch offen und ehrlich zu. Es gibt manche Spiele, die würde ich sagen, objectively, zum Beispiel Tom and Jerry House Trap, finde ich ist objectively kein 4,5 Spiel. Ja. Aber habe ich einen Bias, weil ich das Spiel einfach sympathisch finde. Und das ist mir sehr nahe. Vor allem wegen dem Schwein im Intro. Ja. Anyways, genug Philosophie. Ich würde sagen, zurück zur Demokratie. Und die entscheidet, der Stream endet jetzt. Wer ist dafür? Aber wer entscheidet, welches Spiel wir als nächstes spielen? Na, wir. Sehr cool. Aber ich würde es nicht jetzt entscheiden. Ich tendiere, wie gesagt, zwischen Freedom Planet 2, Blaster Master Zero 2, Shantae 2. Ich will auch gern Battle Kid, den neuen Boss, irgendwann mal. Und das wäre auch sicher etwas, was wir innerhalb von einem Stream schaffen. Und dann vielleicht auch ein anderes, längeres Spiel anfangen können im selben Stream. Ja, nehmen wir uns die Bedenkzeit bis zum nächsten Stream und tun das jetzt nicht so spontan entscheiden, würde ich sagen. Okay, dann wie immer, Tschüssikowski, Tschaußen, macht's gut, auf bald bis Wiedersehen. Und natürlich macht Pausen. Bye bye, Boo. Gaddafi.